Irina Zarudska wurde am 22. Mai 2002 in Kiew als Tochter von Anna und Stanislav Zarudska geboren. Sie hatte eine ältere Schwester namens Valeria und einen jüngeren Bruder namens Bogdan. Ihre Eltern hatten strenge, aber faire Regeln aufgestellt. Das Lernen war immer wichtiger als Vergnügungen. Jeder hatte seine Aufgaben im Haushalt und für Erfolge gab es Lob. In ihrem Haus wurden Ordnung, Verantwortung und Respekt vor der Arbeit geschätzt. In der Oberstufe begeisterte sich Irina für Kunst und schrieb sich an einem College ein, wo sie Malerei, Restaurierung und Methoden zur Dokumentation des kulturellen Erbes studierte. Um Geld zu verdienen, reparierte sie selbst Kleidung und nähte Taschen. Ihre Familie unterstützte sie in allem. Ihr Vater vermittelte ihr ein Praktikum bei einem Restaurator. Ihre Mutter gab ihr Ratschläge und ihr Bruder und ihre Schwester halfen ihr dabei, ihre Arbeiten für ihr Portfolio zu fotografieren. In der Familie Zarudska gab es klare Prioritäten: Bildung, Finanzkompetenz und digitale Sicherheit. Die Jahre in Kiew prägten Irinas wichtigste Eigenschaften: Fleiß, Beharrlichkeit, Liebe zum Detail und die seltene Fähigkeit, Kreativität mit Praktikabilität zu verbinden. Diese Eigenschaften bildeten die Grundlage für ihre Ambitionen und ihre klare Zukunftsvision. Im Jahr 2022 wurde die Entscheidung getroffen, in die Vereinigten Staaten zu ziehen. Freunde dort boten ihnen Hilfe bei der Eingewöhnung an. Ihre Abreise wurde sorgfältig geplant. Irina sammelte ihre studentischen Kunstwerke und einige persönliche Gegenstände, die für sie von unschätzbarem Wert waren: Skizzenbücher, Zeichnungen und Modellierwerkzeuge. Valeria war für die Dokumente der Familie und die Krankenakten zuständig. Bogdan durfte einige Bücher und seine Lieblingsspielzeuge mitnehmen, damit ihm der Umzug leichter fiel. Sobald sie die Grenze überquert hatten, begann ein neues Kapitel. Die Familie musste einen großen Haufen Papierkram ausfüllen, ein Interview absolvieren und ihren Flüchtlingsstatus offiziell beantragen. Jeder Schritt erforderte Zeit und Geduld. Sie wussten, dass ihr Leben nun in ein Vorher und Nachher geteilt war und es kein Zurück mehr gab. Im Sommer 2022 kamen Irina, ihre Mutter, ihre Schwester und ihr Bruder in den Vereinigten Staaten an. Sie ließen sich in Charlotte, North Carolina nieder. Dort erhielten sie eine vorübergehende Unterkunft, Hilfe von lokalen Organisationen und einen vorläufigen Rechtsstatus, während ihr Asylantrag geprüft wurde. Der Umzug war nicht ohne Schwierigkeiten: Sprachbarriere, Arbeitssuche und Gewöhnung an eine neue Kultur. Aber Irina sah darin eine Chance. Sie wusste, dass nur harte Arbeit und Entschlossenheit ihr helfen würden, ein neues Leben aufzubauen. Die Familie Zarudska hielt in Amerika zusammen. Anna übernahm die Hausarbeit und half den Kindern bei der Eingewöhnung. Valeria unterstützte ihre Mutter, während Irina sich aktiv in das neue Leben einbrachte, um so schnell wie möglich auf eigenen Beinen zu stehen. Sie meldete sich für Englischkurse an und suchte nach einem Nebenjob. Bogdan ging zur Schule und begann, die Sprache zu lernen. Stanislav blieb in der Ukraine, hielt über Videoanrufe Kontakt und hoffte, dass die Familie eines Tages wieder vereint sein würde. Charlotte konfrontierte die Familie Zarudska mit der harten Realität: endlosem Papierkram, Formalitäten und der Notwendigkeit, dringend eine Einkommensquelle zu finden. Irina entschied sich für den direktesten Weg, gleichzeitig zu arbeiten und zu lernen. Sie nahm eine Teilzeitstelle in einer lokalen Pizzeria an und wählte die Abendschicht, um tagsüber Englischkurse besuchen zu können. Der öffentliche Nahverkehr half ihr, ihren strengen Zeitplan einzuhalten. Sie plante ihre Route sorgfältig und koordinierte sie mit den Fahrplänen der Züge und den Anschlüssen. In der Pizzeria musste Irina alles auf einmal erledigen: Bestellungen entgegennehmen, Pizzen zusammenstellen, sie für die Lieferung verpacken, an der Kasse arbeiten und für Sauberkeit sorgen. Sie lernte schnell den Umgang mit den Kassensystemen, den Sicherheitsvorschriften für Lebensmittel und den Lagerungsnormen. Die Geschäftsleitung bemerkte ihre Liebe zum Detail und ihre strikte Einhaltung der Hygienevorschriften. Selbst in den stressigsten Schichten kam sie pünktlich zur Arbeit und blieb oft länger, um ihrer Familie zu helfen. Außerdem begann Irina ehrenamtlich in einem örtlichen Altenheim zu arbeiten. Zu ihren Aufgaben gehörte es, die Bewohner beim Essen zu begleiten, die Einnahmezeiten ihrer Medikamente zu überwachen, Beschwerden zu protokollieren und ihnen zu helfen, per Videotelefonie mit ihren Angehörigen in Kontakt zu bleiben. Die Mitarbeiter schätzten ihre ruhige Art und ihre klaren Erklärungen, was sie ideal für die Arbeit mit großen Gruppen von Betreuten machte. Um ihr Englisch zu verbessern, meldete sich Irina für einen Kurs an einem örtlichen College an. Sie hatte ein konkretes Ziel:
sich bei der Arbeit frei unterhalten und selbstständig Dokumente ausfüllen zu können. Sie legte sich detaillierte Wörterbücher zu, in denen sie praktische Ausdrücke aus dem Alltag notierte. Bankbegriffe, Versicherungen, Verkehrsregeln, Anleitungen für Haushaltsgeräte. Außerdem trainierte sie ihre Aussprache, um Missverständnisse bei telefonischen Bestellungen zu vermeiden. Die Familie verfolgte eine klare Finanzstrategie. Irina führte Buch über alle monatlichen Ausgaben: Miete, Transport, Essen, Mobilfunk, Studium. Einen Teil ihres Einkommens legte sie beiseite, um sich irgendwann den Führerschein zu machen und zusätzliche Kurse zu bezahlen. Ihr Bruder und ihre Schwester halfen ihr bei Übersetzungen und alltäglichen Angelegenheiten, während ihre Mutter sich um die rechtlichen Dokumente und Besuche bei Behörden kümmerte. So sah Irinas Alltag in Charlotte aus: Abendschicht, Tagesunterricht und am Wochenende Freiwilligenarbeit. Sie übertrug die Struktur und Disziplin aus ihrer Vergangenheit auf ihren neuen Tagesablauf, achtete auf Details, hielt Ordnung und schob nichts auf. Sie hielt ihre Fortschritte fest und verglich sie einmal im Monat mit ihren Zielen. Das gab ihr ein Gefühl der Kontrolle und half ihr voranzukommen, ohne die Konzentration zu verlieren. Am Abend des 22. August 2025 begann Irina Zarudska ihre übliche Schicht in der Pizzeria. Die Schicht sollte um 22 Uhr enden und sie hätte gerade genug Zeit, um ihren üblichen Zug zu erreichen. Wie immer meldete sie sich in das System ein, erhielt die ihr zugewiesene Kasse und machte sich mit der Liste der Abendaufgaben vertraut. Zu ihren Aufgaben in dieser Nacht gehörten das Zusammenstellen und Verpacken von Bestellungen, das Auffüllen der Vorräte und das Sauberhalten ihres Bereichs. In ruhigen Zeiten half sie an der Kasse und achtete darauf, dass die Zubereitung der Speisen nach Plan verlief. Als die Schicht zu Ende ging, führte Irina alle Abschlussarbeiten durch. Sie wischte ihren Arbeitsplatz ab, räumte die Kartons an ihren Platz und trug die letzten Daten in das Logbuch ein. Alles wurde pünktlich und streng nach den Anweisungen erledigt. Gegen 21:50 Uhr bestätigte der Schichtleiter, dass sie frei hatte. Irina meldete sich aus dem System ab, zog ihre Arbeitskleidung aus und sammelte ihre persönlichen Sachen ein. Bevor sie ging, überprüfte sie den Fahrplan und vergewisserte sich, dass der nächste Zug der blauen Linie sie ohne Verzögerungen nach Hause bringen würde. Der Weg zum Bahnhof war ihr gut bekannt und dauerte nicht lange. Irina ging die gut beleuchtete Hauptstraße entlang. An jeder Kreuzung gab es Ampeln. Sie überquerte mehrere Fußgängerüberwege und kam zum Bahnsteig East-West Boulevard. Ein Blick auf die Anzeigetafel zeigte ihr, dass der nächste Zug in ein paar Minuten kommen würde. An der Station herrschte die übliche Alltagsatmosphäre. Einige Leute standen entlang des Bahnsteigs hinter der Absperrlinie. Einige kauften etwas an den Automaten, andere warteten ruhig an den Türen. Irina stellte sich in sicherem Abstand vom Rand auf, holte ihre Fahrkarte heraus und machte sich bereit zum Einsteigen. Aus den Lautsprechern ertönte die übliche Durchsage über die Ankunft des Zuges, eine Erinnerung an die Sicherheits- und Verhaltensregeln. Der Zug kam pünktlich nach Fahrplan. Die Türen öffneten sich über die gesamte Länge des Zuges. Irina ließ die aussteigenden Fahrgäste vorbei und stieg in die mittlere Tür eines der Waggons ein, wobei sie versuchte, niemanden zu behindern. Im Inneren suchte sie schnell mit den Augen nach einem freien Platz und fand ihn in der Mitte beim Gang. Sie stellte ihren Rucksack zu ihren Füßen ab, nahm ihr Handy in die Hand und schloss ihre Kopfhörer an. Der Zug fuhr sanft los. Die Ansagen der Haltestellen waren deutlich zu hören. Im Wagen waren nur wenige Passagiere. Einige saßen an ihren Handys, andere lasen. Es gab nur noch wenige freie Plätze. Sie schaute noch einmal auf den Streckenplan über der Tür, um ihren Umstieg nicht zu verpassen. Sie ließ ihr Telefon eingeschaltet, um Benachrichtigungen zu erhalten, falls sie beim Aussteigen antworten musste. Bis zu diesem Zeitpunkt verlief der Abend genau nach Plan. Die Schicht war beendet, die Route festgelegt, die Fahrt hatte pünktlich begonnen. Der Rest war reine Technik, auf ihre Haltestelle warten und planmäßig aussteigen. Die Aufzeichnung der internen Videoüberwachung liefert ein lückenloses Bild des Geschehens. Die Gesamtansicht der Kamera an der Decke wird durch die Aufnahmen der Kamera über der Tür ergänzt. Irina setzt sich in die Mitte des Waggons und eine Sekunde später erscheint hinter ihr am Fenster in der benachbarten Reihe ein Mann. Nur die Rückenlehne des Sitzes trennt sie voneinander. Sie unterhalten sich nicht. Es gibt keine Interaktion zwischen ihnen. Die erste Minute nach der Abfahrt verläuft ruhig. Die Fahrgäste sitzen oder stehen. Es gibt noch freie Plätze.
Irina sitzt regungslos da, schaut vor sich hin und interagiert nicht mit ihrer Umgebung. Auch der Mann bleibt bewegungslos. Sein Blick ist zum Fenster gerichtet. Sein Körper ist leicht zur Wand gedreht. Die Kamera über der Tür bestätigt, dass in diesem Bereich keine Bewegung stattfindet. In der 2. Minute ändert der Mann seine Haltung. Er streckt die Schulter nach vorne und rückt näher an den Gang. Die Bewegung ist kaum wahrnehmbar. Er steckt seine Hand in die Tasche seines Hoodies und verharrt einige Sekunden lang. Dann überprüft er, ob der Gang frei ist. Die neben ihm sitzenden Personen beachten ihn nicht. Niemand behindert seine Bewegungen. Es sind keine Gespräche zu hören. Zu Beginn der 3. Minute ändert er erneut seine Position, richtet sich leicht auf und steckt seine Hand wieder in die Tasche. Auf der vergrößerten Aufnahme ist in seiner Hand ein klappbares Objekt zu sehen. Als er sich aufrichtet, ist die Klingenarretierung zu erkennen. Seine Hand umschließt den Griff. Sein Daumen gleitet über den Mechanismus. Irina schaut weiterhin nach vorne. Der Abstand zwischen ihnen bleibt unverändert, und der Mann lässt äußerlich nicht erkennen, was er vorhat. In der 4. Minute erfolgt der Angriff. Der Mann steht auf, macht einen kleinen Schritt zur Seite und versetzt ihr 3 schnelle Stiche in den Halsbereich. Die Einzelbildanalyse zeigt, dass die Bewegungen kurz und fast ununterbrochen waren. Auf der Aufzeichnung sind keine verbalen Drohungen oder offensichtlichen vorbereitenden Gesten des Angreifers zu sehen. Irina versucht aufzustehen, verliert jedoch das Gleichgewicht. Die neben ihr stehenden Fahrgäste weichen instinktiv zurück und eine Person geht schnell zum vorderen Teil des Waggons. Nach den Schlägen dreht sich der Angreifer zum Gang um und geht mit gleichmäßigen, selbstbewussten Schritten zum nächsten Abschnitt des Waggons. Der Gegenstand, den er benutzt hat, verschwindet aus dem Blickfeld der Kamera. Die über den Türen angebrachten Kameras zeichnen die verwirrten Reaktionen der Passagiere auf. Einige drücken sich an die Handläufe, 2 setzen sich auf die Plätze auf der gegenüberliegenden Seite. Eine Person eilt zum Übergang zum nächsten Wagen. In diesem kritischen Moment versucht niemand, physisch einzugreifen. Fast sofort gibt ein Passagier aus den vorderen Reihen ein Signal an den Führerstand. Auf der Aufzeichnung ist zu sehen, wie er sich umdreht, mit der Hand gestikuliert und sich dann hinter der Trennwand versteckt. Im Wagen sind Rufe und Schreie zu hören, aber es finden keine koordinierten Aktionen statt. Irina bleibt an ihrem Platz. 2 weitere Passagiere tauchen auf, schauen sich um und versuchen zu verstehen, was passiert ist. Von der ersten Aktion des Angreifers bis zum vollständigen Stillstand des Zuges vergehen etwa 2 Minuten. Während dieser Zeit bleiben die Türen geschlossen und der Zug fährt weiter zur nächsten Station. Alle Beleuchtungssysteme und Durchsagen funktionieren normal. Die Kameras zeigen, dass der Angreifer nicht zu seinem Platz zurückkehrt und sich nicht der verletzten Frau nähert. Stattdessen geht er direkt den Gang entlang zum nächsten Wagen. Der erste Notruf geht fast unmittelbar nach dem Angriff ein. Einer der Fahrgäste desselben Waggons meldet, dass eine Frau mit Stichwunden auf dem Boden liegt und sich nicht bewegen kann. Der Dispatcher fragt nach weiteren Details. Fahrtrichtung, Name der Linie, nächste Station. Der Anrufer kennt die genaue Wagennummer nicht, beschreibt aber Orientierungspunkte im Inneren und bestätigt, dass der Zug in Richtung East-West Boulevard fährt. Diese Informationen werden sofort an die Polizeistreife und den Rettungsdienst weitergeleitet. Der Vorfall wird als Verletzung mit Blutung klassifiziert, mit dem Hinweis, dass sich der bewaffnete Verdächtige möglicherweise noch im Zug befindet. Der Dispatcher gibt Anweisungen zur ersten Hilfe und warnt davor, die Verletzte zu bewegen. Der zweite Anruf kommt aus einem benachbarten Waggon. Ein Augenzeuge berichtet, dass er gesehen hat, wie der Angreifer den Gang entlang ging und sich offensichtlich auf den Weg zum Ausgang der nächsten Haltestelle machte. Seine Beschreibung des Aussehens und der Bewegungsrichtung hilft der Polizei, sich auf die Festnahme auf dem Bahnsteig vorzubereiten. Der dritte Anruf kommt bereits vom Bahnsteig. Ein Mann berichtet, dass er eine Person sieht, die aus dem Zug ausgestiegen ist und der Beschreibung im Radio vollständig entspricht. Der Dispatcher warnt ihn, sich nicht zu nähern, sondern nur die Bewegungen des Verdächtigen zu beobachten. In der Zwischenzeit bleibt der Dispatcher mit dem Passagier in Verbindung, der sich in dem Waggon befindet, in dem Irina liegt. Sie atmete schwer, aber es gab noch Lebenszeichen. Die Zeugen versuchten, den Anweisungen zu folgen. Eine Person drückte auf die Wunde, um die Blutung zu stoppen. Eine andere beobachtete ihre Atmung und meldete alle Veränderungen. Im Hintergrund hörte der Dispatcher die Durchsage des Lokführers, das Geräusch des Bremsens und Öffnens der Türen, Signale, die es den Rettungskräften ermöglichten, ihre Ankunft auf die Minute genau zu synchronisieren.
Als der Zug hielt, wies der Dispatcher die Zeugen an, die Sanitäter an den Türen zu empfangen und weiterhin auf die Wunde zu drücken. Er warnte auch, dass die Polizei gleichzeitig den Verdächtigen auf dem Bahnsteig festnehmen würde. Alle Anrufe wurden mit Zeitangabe aufgezeichnet und später in die Akten aufgenommen. Der Zug kam am Bahnhof East West Boulevard an. Sobald sich die Türen öffneten, nahm die Polizei von Charlotte, die bereits über die Merkmale des Verdächtigen informiert war, an allen Ausgängen Position 1, um ihm den Rückweg zu versperren. Aus dem Waggon stieg ein Mann in dunkler Kleidung, der genau der Beschreibung entsprach. Es war Carlos Brown. Er rannte nicht weg. Stattdessen ging er ruhig weiter und sah sich um. Die Beamten befahlen ihm, stehen zu bleiben und die Hände zu heben. Brown gehorchte ohne Widerstand. Er wurde schnell festgenommen und bei der Durchsuchung fand man ein Messer mit Blutspuren. Nach der Festnahme wurde er durch den Dienstgang geführt und in einen Streifenwagen gebracht. Im selben Moment betraten Sanitäter den Waggon. Die Fahrgäste wiesen auf eine Frau hin, das auf dem Boden lag. Sie war bewusstlos und atmete nicht mehr. Sie hatte 3 Stichwunden, 2 im Halsbereich und eine in der Brust. Zeugen erklärten, dass sie versucht hatten, die Blutung zu stoppen, indem sie den Rand ihrer Kleidung auf die Wunde drückten, aber ihre Bemühungen halfen nicht. Die Sanitäter begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Sie legten ihr eine Sauerstoffmaske an und verwendeten spezielle Verbände. Innerhalb weniger Minuten versuchten sie, ihren Herzschlag wiederherzustellen, aber aufgrund der schweren Verletzungen der Halsarterien und des massiven Blutverlusts konnte Irina nicht gerettet werden. Der Tod wurde direkt im Waggon festgestellt. Nach der offiziellen Bestätigung des Todes sperrte die Polizei den Zug ab. Der Waggon, in dem sich Irina befand, wurde für die Passagiere geschlossen. Die Ermittler begannen mit der Untersuchung des Tatorts. Kriminaltechniker fotografierten den Tatort und beschlagnahmten das Messer und Irinas persönliche Gegenstände. Die Passagiere, die sich in der Nähe befanden, wurden gebeten, zu bleiben und Aussagen zu machen. Die Atmosphäre auf dem Bahnsteig war bedrückend. Die Menschen standen unter Schock, einige weinten. Viele konnten nicht begreifen, was gerade passiert war. Die Polizei versicherte den Anwesenden, dass die Gefahr gebannt sei und forderte alle auf, ruhig zu bleiben. Mehrere Zeugen bestätigten, dass der Angriff ohne Vorwarnung erfolgte und das Opfer keine Chance hatte, sich zu verteidigen. Die Festnahme verlief ohne Zwischenfälle, sodass sich die Strafverfolgungsbehörden voll und ganz auf die Ermittlungen konzentrieren konnten. Alle ersten Beweise wurden vor Ort gesichert. Die Aussagen wurden protokolliert, die Ankunftszeit des Zuges, die Festnahme des Verdächtigen und die Feststellung des Todes durch die Ärzte wurden dokumentiert. Damit war der erste Akt der Tragödie beendet. Der Verdächtige wurde in Gewahrsam genommen und der Fall ging offiziell in die Phase der strafrechtlichen Ermittlungen über. Experten bestätigten die Schlussfolgerungen der Polizei. 3 Messerstiche, davon 2 im Halsbereich, führten zu einem massiven Blutverlust. Einer der Stiche durchtrennte eine große Arterie, was eine Rettung selbst bei sofortiger Hilfe unmöglich machte. Die Ergebnisse der Autopsie waren ein entscheidender Beweis, der den Mord rechtlich bestätigte. Bei der Organisation der Beerdigung in den USA stieß die Familie Zarutska auf erhebliche Schwierigkeiten. Irinas Mutter und Schwester, die in Amerika lebten, übernahmen die gesamte Papierarbeit und die Absprachen mit den lokalen Behörden. Ihr Vater, der in der Ukraine geblieben war, konnte nicht anreisen und musste sich aus der Ferne per Videoanruf an den Vorbereitungen für die Beerdigung beteiligen. Die Unmöglichkeit, sich persönlich zu verabschieden, war für ihn ein schwerer Schlag. Die Beerdigung fand in Charlotte statt. Irina wurde als warmherzige, gütige und offene Person in Erinnerung behalten, die es geschafft hatte, sich in einem für sie neuen Land den Respekt ihrer Mitmenschen zu verdienen. Ihre Kollegen in der Pizzeria schätzten ihre Hilfsbereitschaft und ihre Bereitschaft, ohne zu murren zusätzliche Schichten zu übernehmen. Im Altenheim war sie als jemand bekannt, der sich mit aufrichtigem Mitgefühl und Fürsorge um die schwierigsten Bewohner kümmerte. Die Zeremonie endete mit einem Gebet und einer Schweigeminute. Die lokale ukrainische Gemeinde unterstützte die Familie finanziell und half, die Beerdigungskosten zu decken. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme hatte Carlos Brown Jr. bereits eine lange Geschichte sowohl mit dem Strafverfolgungssystem als auch mit Psychiatern. Die Informationen über seine frühe Kindheit sind lückenhaft, aber es ist bekannt, dass die Familie in North Carolina lebte und die ersten Probleme mit dem Gesetz in seiner Jugend begannen. Aus Gerichtsakten geht hervor, dass seine kriminelle Laufbahn 2007 begann,
als er noch minderjährig war. In den folgenden 7 Jahren beging er eine ganze Reihe von Straftaten, darunter Diebstahl, Hausfriedensbruch und Raubüberfälle unter Einsatz gefährlicher Gegenstände und Androhung von Gewalt. Obwohl in einigen Fällen die Anklage fallen gelassen wurde, änderte sich sein Verhalten nicht und er hatte keine feste Arbeit. Im Jahr 2014 wurde Brown wegen bewaffneten Raubüberfalls zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Seine Entlassung im Jahr 2020 bedeutete jedoch nicht das Ende seiner Straftaten und schon bald tauchte er wieder in Polizeiberichten auf. Anfang 2021 wurde er wegen Körperverletzung an seiner Schwester, der er Verletzungen zufügte, und später wegen Sachbeschädigung und unbefugten Betretens eines ihm verbotenen Geländes verhaftet. Im Juli 2022 war er an einem Vorfall beteiligt, der mit einer Störung der öffentlichen Ordnung zusammenhing, aber auch das änderte sein Verhalten nicht. Im Januar 2023 kam ein neuer Fall hinzu, die missbräuchliche Nutzung der Notrufnummer. Er rief wiederholt die Polizei aus einer medizinischen Einrichtung an und behauptete, dass ein künstliches Implantat in seinem Körper seine Handlungen und Bewegungen steuere. Die Behörden stuften das Problem als medizinisches Problem ein, rieten ihm, sich an einen Spezialisten zu wenden und nahmen ihn nach wiederholten Anrufen wegen missbräuchlicher Nutzung des Rettungsdienstes fest. Später wurde er ohne Kaution freigelassen, unter der Auflage, vor Gericht zu erscheinen. Aus den Krankenakten geht hervor, dass 2014 erstmals die Diagnose Schizophrenie gestellt wurde. Seine Mutter beantragte wiederholt eine Zwangseinweisung aufgrund aggressiver Ausbrüche zu Hause. Diese Krankenhausaufenthalte dauerten in der Regel etwa 2 Wochen, gefolgt von einer kurzen Beobachtungsphase. In den folgenden Jahren hatte er weiterhin Wahnvorstellungen, die mit Ideen der Gedankenkontrolle und äußerer Einflüsse verbunden waren. Er wurde nie langfristig ambulant behandelt, was zu wiederholten Verschlimmerungen führte. Im Zeitraum von 2014 bis 2025 gelang es Brown nicht, stabile soziale Beziehungen aufzubauen. Seine Mutter und seine Schwester brachen aus Angst um ihre Sicherheit den Kontakt zu ihm ab und ein Zusammenleben wurde unmöglich. Den Unterlagen zufolge war er zeitweise obdachlos und nutzte Notunterkünfte und vorübergehende Unterkünfte. Er erreichte keine finanzielle Unabhängigkeit und hatte keine feste Arbeit. Anfang 2025 entließ ihn der Richter während einer Gerichtsverhandlung in einer seiner Sachen unter der Auflage, persönlich vor Gericht zu erscheinen. Trotz fehlender fester Unterkunft und einer langen Geschichte von Rückfällen waren die Kontrollmaßnahmen minimal. Er musste lediglich am festgelegten Tag vor Gericht erscheinen und grundlegende Auflagen einhalten. Infolgedessen erhielt er weder eine systematische medizinische Behandlung, noch wurde sein Verhalten überwacht. Die Bundesstaatsanwaltschaft klagte Carlos Brown Jr. wegen Mordes in einem öffentlichen Verkehrsmittel an. Dies ist ein Bundesverbrechen, das eine Verhandlung auf nationaler Ebene ermöglicht und potenziell den Weg für die Todesstrafe ebnet. Die Staatsanwaltschaft machte deutlich, dass sie die strengste Strafe beantragen werde. Obwohl der Staat ebenfalls Anklage wegen vorsätzlichen Mordes 1. Grades erhebt, gibt die Bundesgerichtsbarkeit dem Justizministerium das Recht, direkt die Höchststrafe zu beantragen. Die Ermittlungen ergaben keine Verbindung zwischen Brown und Irina Zarudska. Den Akten zufolge war der Angriff völlig zufällig. Irina war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Es wurden keine Hinweise auf Raub oder andere geldgierige Motive gefunden. Angesichts der früheren psychiatrischen Diagnose von Brown gehen die Ermittler davon aus, dass der Angriff durch Wahnvorstellungen ausgelöst worden sein könnte, die in seiner Krankenakte dokumentiert sind. Die Staatsanwaltschaft behandelt den Fall jedoch als vorsätzlichen Mord und hat alle rechtlichen Bewertungen von Browns psychischem Zustand bis zum Abschluss der forensisch-psychiatrischen Begutachtung zurückgestellt. Für Irinas Angehörige und die Öffentlichkeit machte das Fehlen eines klaren Motivs diese Tragödie noch unerträglicher. Sie wurde als sinnloser Akt der Gewalt wahrgenommen. Nach Bundesrecht gibt es 2 Strafmöglichkeiten: lebenslange Haft oder die Todesstrafe. Das Justizministerium muss erschwerende Umstände abwägen, bevor es die Höchststrafe fordert. Dazu gehören Rückfälle, Brutalität, der Tod des Opfers, die Zufälligkeit des Angriffs und die Tatsache, dass er an einem öffentlichen Ort stattfand. Im Fall von Brown sind alle diese Faktoren gegeben. Es wird erwartet, dass die Verteidigung darauf bestehen wird, dass der Angeklagte an einer schweren psychischen Störung leidet, wodurch seine Fähigkeit, seine Handlungen zu kontrollieren, in Frage gestellt wird.
Die Staatsanwaltschaft hat jedoch bereits angekündigt, die Todesstrafe zu beantragen, was diesen Fall zu einem Präzedenzfall macht. Die Studentin brach den Kontakt zu ihren Angehörigen ab, woraufhin diese Alarm schlugen. Sobald sich die Polizei an der Suche beteiligte, kam es zu Wendungen, wie man sie selbst in Krimis nicht findet. Als die Ermittler die Wahrheit herausfanden, wurde diese Geschichte zu einer der unheimlichsten und erschreckendsten in der Geschichte des Landes. Lauren Teresa Giddings wurde am 18. April 1984 im US-Bundesstaat Maryland geboren. Sie hatte liebevolle Eltern und 2 jüngere Schwestern, denen sie sehr nahe stand. Seit ihrer Kindheit war Lauren sehr religiös und wollte anderen Menschen helfen. Aus diesem Grund beschloss sie, Staatsanwältin zu werden, um diejenigen zu verteidigen, die sich keinen Anwalt leisten konnten. Das Mädchen schrieb sich an der Mercer University ein und zog in die Stadt Macon in Georgia. Dort studierte sie mit Auszeichnung und wurde sogar Präsidentin des studentischen Juristenclubs. Außerdem hatte sie die Möglichkeit, ein Praktikum in einer Anwaltskanzlei in Atlanta zu absolvieren, wo Lauren einen Mann namens David kennenlernte und sie eine Beziehung begannen. Nachdem sie nach Macon zurückgekehrt war, setzten sie ihre Fernbeziehung fort und planten zu heiraten, sobald Lauren die Universität abgeschlossen hatte. Im Sommer 2011, als sie 27 Jahre alt war, erhielt sie ihr Diplom, aber vor ihr lag noch die wichtigste Prüfung für den Erhalt der Anwaltslizenz. Lauren bereitete sich mehrere Wochen lang intensiv darauf vor und ließ sich nur durch die Hochzeit ihrer jüngeren Schwester in Maryland davon ablenken. Danach kehrte Lauren nach Georgia zurück, wo sie zusammen mit anderen Studenten eine Party zum Abschluss des Studienjahres besuchte. Dann teilte sie allen ihren Angehörigen mit, dass sie sich in den nächsten Tagen ganz auf die Vorbereitung auf die Prüfung konzentrieren wolle und bat darum, sie nicht zu stören. Seitdem hatte Lauren keinen Kontakt mehr zu irgendjemandem, und zunächst dachten ihre Freunde und Verwandten, dass sie mit der Vorbereitung auf die Prüfung beschäftigt sei. Einige Tage später, am 29. Juni, begann ihre Schwester jedoch, sich Sorgen zu machen. Zu diesem Zeitpunkt war sie auf Hochzeitsreise und schickte Lauren regelmäßig Fotos von ihrer Reise. Aber Lauren öffnete diese Nachrichten nicht einmal. Das alles kam ihr ziemlich seltsam vor. Die Schwester wusste, dass Lauren sich auf ihre Prüfung vorbereitete. Aber die Tatsache, dass sie ihre Nachrichten mehrere Tage lang nicht gelesen hatte, erschien ihr verdächtig. Schließlich kontaktierte die Schwester eine ihrer Freundinnen und bat sie nachzuschauen, ob mit Lauren alles in Ordnung sei. Zuerst versuchte sie anzurufen, aber das Telefon der jungen Frau war ausgeschaltet. Dann beschloss sie, zu Laurens Haus zu fahren. Es war eine kleine Wohnanlage, die sich direkt gegenüber der Universität befand und in der ausschließlich Studenten wohnten. Die Freundin kam zusammen mit ihrem Freund dorthin, und als erstes sahen sie, dass Laurens Auto auf dem Parkplatz stand. Dennoch antwortete niemand auf das Klopfen an der Tür, und die Freundin öffnete sie mit einem Ersatzschlüssel. In der Wohnung herrschte Unordnung. Dafür gab es jedoch eine logische Erklärung. Lauren sollte am nächsten Tag zu David ziehen, deshalb lagen überall Taschen mit ihren Sachen und Koffer herum. Die junge Frau selbst war jedoch nicht zu Hause, aber ihre Handtasche, ihr Telefon und ihr Laptop lagen dort. Das alles sah ziemlich seltsam aus. Wo konnte Lauren sein, nachdem sie all ihre Sachen und ihr Auto zurückgelassen hatte? Ihre Freundin kontaktierte mehrere gemeinsame Bekannte, die sich sofort auf die Suche nach der jungen Frau machten. Sie durchsuchten das Universitätsgelände und die umliegenden Straßen. Aber Lauren war nirgends zu finden. Außerdem begannen sie, alle Freunde von Lauren anzurufen, aber niemand hatte seit mehreren Tagen Kontakt zu ihr gehabt. Als ihre Verwandten davon erfuhren, fuhren sie von Maryland nach Georgia. In der Zwischenzeit setzten ihre Freunde die Suche fort, aber ohne Erfolg, und am nächsten Morgen beschlossen sie, sich an die Polizei zu wenden. Die Beamten kamen zu dem Wohnkomplex und untersuchten die Wohnung, fanden jedoch keine Einbruchsspuren oder Anzeichen eines Kampfes. Dennoch waren sich die Polizisten einig, dass Laurens plötzliches Verschwinden verdächtig erschien und holten daher Kriminaltechniker hinzu, die begannen, Luminol im gesamten Wohnraum zu versprühen, um Blutspuren zu finden. Zunächst bemerkten sie nichts Verdächtiges, aber als die Kriminaltechniker das Badezimmer erreichten, zeigte Luminol, dass fast die gesamte Badewanne mit Blut bedeckt war. Auf dieser Grundlage vermuteten die Ermittler sofort,
dass Lauren nicht mehr am Leben war. Anscheinend befanden sich mehrere Liter Blut im Badezimmer, und die Polizisten konzentrierten sich auf die Suche nach der Leiche. Während sie auf der Straße standen, bemerkte einer der Beamten einen unangenehmen Geruch. Er erkannte sofort, dass es sich um einen starken Verwesungsgeruch handelte und begann, die Umgebung nach der Quelle zu absuchen. In der Nähe standen Müllcontainer, und als der Polizist näher kam, erkannte er sofort, dass der Geruch von dort kam. Als er einen der Container öffnete, sah er einen großen schwarzen Sack, in dem ein weiblicher Torso lag. Obwohl es aufgrund der fehlenden Kopfpartie nicht möglich war, die Identität der Verstorbenen anhand visueller Merkmale festzustellen, waren die Ermittler fast zu 100% sicher, dass es sich um Lauren handelte. Dennoch beschlossen sie sofort, vorsichtig vorzugehen und keine Informationen über den Fund der Überreste preiszugeben, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Es ist auch erwähnenswert, dass die Entdeckung der Leiche durch eine ganze Reihe von Zufällen ermöglicht wurde. Die Polizisten kamen nur wenige Minuten vor der Abholung der Müllcontainer durch den Müllwagen am Wohnkomplex an und parkten ihre Fahrzeuge so, dass die großen Maschinen einfach nicht dorthin fahren konnten. Wäre dieser Umstand nicht eingetreten, wären die Überreste bereits auf die Mülldeponie gebracht worden, und es ist gut möglich, dass sie dort niemand gefunden hätte. Während die Ermittler auf die Bestätigung der Identität der Verstorbenen warteten und über ihre nächsten Schritte nachdachten, erfuhren sie etwas Interessantes. Laurens Angehörige erzählten, dass sich die junge Frau ihnen gegenüber wiederholt über seltsame Vorkommnisse in ihrer Wohnung beschwert hatte. Sie hatte den Eindruck, dass jemand verschiedene Dinge umstellte, während sie nicht zu Hause war. Dabei gab es keine Einbruchsspuren und ihre Tür war immer verschlossen. Das ging ziemlich lange so, und Lauren begann sogar zu überlegen, ob sie vielleicht verrückt wurde. Außerdem hatte sie das Gefühl, dass sie jemand beobachtete. Aber sie sah nie jemanden. Die junge Frau kaufte sogar einen speziellen Schutz gegen Einbrecher, der die Tür von innen verriegelte, aber die seltsamen Vorfälle gingen weiter. Kurz vor ihrem Verschwinden beschwerte sie sich bei ihrem Freund darüber, aber er beruhigte sie und sagte, dass es sich höchstwahrscheinlich um irgendwelche Störenfriede handele, die nur herumalberten und keine Gefahr darstellten. Die Polizei überprüfte sofort David und fand heraus, dass er sich in den letzten Tagen in einem anderen Bundesstaat aufgehalten hatte und den Mord nicht hätte begehen können, weshalb er schnell von der Liste der Verdächtigen gestrichen wurde. In der Zwischenzeit versuchten Kriminaltechniker in Laurens Wohnung Fingerabdrücke oder andere Spuren zu finden. Es sah jedoch so aus, als hätte jemand dort sehr gründlich aufgeräumt und alle Oberflächen mit Reinigungsmittel abgewaschen. Daraufhin beschlossen sie, das gesamte Badezimmer zu entfernen und es ins Labor zu bringen, in der Hoffnung, dass die DNA-Analyse neue Spuren liefern würde. In der Zwischenzeit bestätigten medizinische Experten, dass der Torso zu Lauren gehörte, und der Fall wurde offiziell als Mord eingestuft. Sie stellten fest, dass der Mord etwa am 26. Juni stattfand, fast 3 Tage bevor Freunde und Verwandte begannen, nach Lauren zu suchen. Die Experten konnten jedoch weder die genaue Todesursache feststellen, noch Spuren von Misshandlung finden. Trotz der Versuche der Ermittler, Informationen über diesen Fall geheim zu halten, erregte all diese Aktivität die Aufmerksamkeit der Journalisten, die zum Wohnkomplex kamen, um Reportagen zu drehen. Sie hörten auch schnell Gerüchte, dass die Polizei eine Leiche gefunden hatte, obwohl diese noch niemandem davon berichtet hatte. Die Ermittler beschlossen, alle Nachbarn des Opfers zu befragen und ihre Wohnungen zu durchsuchen, für den Fall, dass einer von ihnen den Mord begangen hatte. Alle Bewohner des Komplexes, die Studenten derselben Universität waren, erlaubten den Polizisten sofort, ihre Wohnungen ohne Durchsuchungsbefehl zu untersuchen. Alle außer einem, dem 25-jährigen Stephen McDaniel. Er wohnte in der Nachbarwohnung und weigerte sich entschieden, die Beamten hereinzulassen. Er begründete dies damit, dass er als Jurastudent stets seine Privatsphäre schütze und nichts zu verbergen habe. Für die Ermittler war dies natürlich äußerst verdächtig. Sie begannen, Stephen zu überprüfen und fanden heraus, dass er seit gestern an der Suche nach Lauren beteiligt war und an diesem Morgen auch Journalisten interviewt hatte. Er war ein Freund des Opfers und studierte mit ihr im selben Kurs. Darüber hinaus war Lauren Präsidentin des Studentenclubs der Juristen und Stephen Vizepräsident. Somit kannte der Mann das Opfer gut, weigerte sich aber aus irgendeinem Grund, die Polizei in seine Wohnung zu lassen. Gleichzeitig beteiligte er sich weiterhin aktiv an allem, was auf dem Gelände der Wohnanlage geschah. Er folgte den Polizisten, sprach mit anderen Bewohnern und gab sogar einem Fernsehsender ein Interview.
Während des Gesprächs mit den Reportern erzählte Stephen, wie er zusammen mit Laurens Freunden ihre Wohnung betreten hatte und anschließend dabei half, die junge Frau in der gesamten Gegend zu suchen. Dabei sprach er von ihr in der Vergangenheitsform, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch niemand von der Entdeckung der Leiche wusste. Dennoch erreichten die Gerüchte die Journalisten und sie sagten ihm, dass die Polizei möglicherweise die Leiche in der Nähe der Müllcontainer gefunden habe. Der Mann verstummte sofort und sein Gesichtsausdruck veränderte sich schlagartig. Die Journalistin sprach weiter mit ihm, aber Stephen antwortete nicht. Dann fragte sie ihn, ob alles in Ordnung sei, und der Mann sagte, er müsse sich hinsetzen. Danach beantwortete er weiter die Fragen und schien von der Nachricht über die Entdeckung der Leiche aufrichtig schockiert zu sein. Nachdem die Journalisten gegangen waren, saß er noch lange an derselben Stelle und starrte auf einen Punkt. Einige Stunden später erklärte Stephen den Polizisten plötzlich, dass er ihnen erlaube, seine Wohnung zu durchsuchen. Als erstes sahen die Ermittler dort Vorräte verschiedener Dinge. Der Mann hatte Lebensmittel, Energy-Drinks und Waffen gehortet, aber das Interessanteste stand den Ermittlern noch bevor. Sie fanden einen Generalschlüssel, der zu allen Türen im Wohnkomplex passte, sowie einen separaten Zweitschlüssel für Laurens Wohnung. Der Mann gab sofort zu, dass er mehrere Nachbarwohnungen betreten hatte, während die Bewohner nicht zu Hause waren, und sagte auch, dass er aus einer davon eine Packung Verhütungsmittel gestohlen hatte. Dabei fügte er aus irgendeinem Grund hinzu, dass er Jungfrau sei, erklärte aber nicht, warum er die Kondome gestohlen hatte. Die Ermittler beschlossen, die Tatsache auszunutzen, dass Stephen das Verbrechen gestanden hatte, und verhafteten ihn wegen Diebstahls, woraufhin sie ihn zur Vernehmung auf die Wache brachten. In der Zwischenzeit durchsuchten die Polizisten seine Wohnung weiter und fanden dort eine Verpackung einer Säge. Angesichts der Tatsache, dass der Täter die Gliedmaßen und den Kopf des Opfers abgetrennt hatte, erschien dieser Fund sehr verdächtig. Darüber hinaus fanden die Beamten 2 USB-Sticks, auf denen eine Vielzahl verbotener Materialien mit Minderjährigen gespeichert war, und in seinem Schrank befand sich ein Paar Damenunterwäsche. Bei der Untersuchung seines Computers stellten die Polizisten fest, dass Stephen regelmäßig die Seiten von Lauren in sozialen Netzwerken besucht hatte. Dabei hatte er sich auch brutale, perverse Inhalte für Erwachsene angesehen, und laut dem Browserverlauf hatte er zur gleichen Zeit Fotos des Opfers geöffnet. Und das war noch nicht alles. Im Browserverlauf fanden die Polizisten auch Links zu einem Forum, in dem Stephen Geschichten über Morde und Folterungen von Frauen schrieb. Eine seiner letzten Suchanfragen betraf den Zeitplan der Müllabfuhr in ihrer Stadt. All diese Informationen überzeugten die Ermittler endgültig von seiner Beteiligung an dem Mord. Ihrer Meinung nach war er von Lauren besessen. Angesichts der Tatsache, dass er einen Schlüssel zu ihrer Wohnung hatte und die Frau sich darüber beschwert hatte, dass jemand in ihrer Abwesenheit Dinge bewegt hatte, hatten die Polizisten keinen Zweifel daran, dass er dafür verantwortlich war. Dennoch hatten sie immer noch keine Beweise, die den Mann mit diesem Verbrechen in Verbindung brachten. Während des Verhörs versuchten die Ermittler, ihn zu einem Geständnis zu bewegen. Stephen verhielt sich jedoch ausgesprochen seltsam. Mehrere Stunden lang beantwortete er ihre Fragen mit leiser Stimme und sagte nur, ja, nein und ich weiß nicht. Das machte die Ermittler ernsthaft wütend. Doch trotz ihrer Versuche, ihn zum Reden zu bringen, blieb er ruhig und gab ihnen weiterhin kurze, nichtssagende Antworten. Die Ermittler versuchten auch, ihn davon zu überzeugen, dass sie seine DNA am Tatort gefunden hätten und dass ihm nur noch ein Geständnis bliebe, um sein Schicksal zu mildern. Stephen, der eine Ausbildung zum Anwalt absolviert hatte, ließ sich jedoch nicht auf diesen Trick ein. Schließlich ließen die Ermittler ihn allein im Verhörraum zurück, und der Mann saß noch lange in derselben Haltung da und starrte regungslos auf einen Punkt. Nach dem Verhör baten sie ihn auch, sein T-Shirt auszuziehen, um seinen Körper auf frische Verletzungen zu untersuchen, und sahen dort mehrere Kratzer, die von Fingernägeln stammen könnten. Der Mann sagte, er wisse nicht, woher sie kämen, und dass er sich wahrscheinlich im Schlaf gekratzt habe. Die Polizisten verstanden, dass sie kein Geständnis von ihm erhalten würden, und konzentrierten sich auf die Suche nach Beweisen. Sie begannen, jeden Zentimeter des Wohnkomplexes zu durchsuchen, und bald gelang ihnen ein Durchbruch. Im Raum für das technische Personal fanden sie eine Säge, die genau der Verpackung aus Stephens Wohnung entsprach. Die Untersuchung ergab, dass sie sorgfältig gereinigt worden war, aber die Experten fanden dennoch Partikel menschlicher Haut darauf, die dem Opfer gehörten. Dann verfolgten die Ermittler den Kauf der Säge bis zu einem bestimmten Geschäft zurück,
und erhielten die Aufzeichnungen der Überwachungskameras von diesem Tag. Darauf war zu sehen, dass sie von Stephen gekauft worden war. Die Polizei überprüfte auch den Arbeiter, der Zugang zum Technikraum hatte, und der Mann gab ihnen ein Alibi für den Tag von Lawrence' Mord. Somit blieb Stephen der einzige Mensch, der einen Schlüssel für alle Türen hatte, einschließlich dieser. Danach begannen die Ermittler, die Persönlichkeit des Mannes genauer zu untersuchen und sprachen mit seinen Bekannten. Alle sagten aus, dass Stephen ein ziemlich verschlossener und seltsamer Mensch war, aber gleichzeitig sehr intelligent. Sie erzählten auch, dass er neuen Bekannten 2 Fragen stellte. Was würden sie im Falle einer Zombie-Apokalypse tun und wie würden sie den perfekten Mord begehen? Wegen dieses seltsamen Verhaltens hatte er praktisch keine Freunde und seine Kommilitonen hatten außerhalb der Universität keinen Kontakt zu ihm. Dabei merkten viele von ihnen an, dass Lauren die einzige war, die versuchte, eine freundschaftliche Beziehung zu ihm aufzubauen. Wie alle anderen fand auch sie sein Verhalten seltsam, versuchte aber dennoch ihm gegenüber freundlich zu sein. In den 3 Jahren, in denen sie Nachbarn waren, bat Stephen sie mehrmals um ein Date. Sie lehnte jedoch höflich ab. Abgesehen vom Studium verbrachte der Mann fast seine gesamte Freizeit zu Hause. Seine Fenster waren ständig mit Vorhängen verdeckt, und er brachte nie Gäste mit nach Hause. In den folgenden Wochen nach der Verhaftung suchten die Polizisten weiter nach zusätzlichen Beweisen, aber das führte zu nichts. Außerdem versuchten sie, weitere Überreste des Opfers zu finden, aber auch hier hatten sie keinen Erfolg. Das Einzige, was die Ermittler erhielten, waren die Ergebnisse aus dem Labor, die zeigten, dass ein Paar Damenunterwäsche, das in Stephens Wohnung gefunden wurde, Lauren gehörte. Dennoch fanden die Polizisten bald einen weiteren Beweis, der selbst erfahrenen Ermittlern eine Gänsehaut bereitete. Auf einer der Speicherkarten, die in der Wohnung des Mannes gefunden wurden, entdeckten sie ein Video, das nur wenige Stunden vor Lawrence' Ermordung aufgenommen worden war. Stephen hatte einen langen Holzstock genommen, eine Kamera mit Klebeband an dessen Ende befestigt und ihn zum Fenster der jungen Frau hochgehalten, um dann Lawrence' Wohnung zu filmen. Diese Videoaufnahme überzeugte alle Beteiligten endgültig von Stephens Beteiligung an dem Mord. Einige Wochen nach seiner Verhaftung wurde der Mann angeklagt. Darüber hinaus wurde er in 30 Punkten wegen Besitzes von Material mit Minderjährigen angeklagt. Während der Vorbereitung auf den Prozess beteuerte der Mann seine Unschuld, während die Staatsanwaltschaft Pläne zur Erlangung der Todesstrafe ankündigte. Stephen engagierte einen Anwalt, der einer von Lawrence' Lehrern war. Er brachte die Theorie vor, dass die Polizei versuche, seinem Mandanten ein fremdes Verbrechen anzuhängen und dass sie all diese mit dem Fall in Verbindung stehenden Gegenstände in seine Wohnung geschmuggelt haben könnten. Darüber hinaus versuchte er, den Richter davon zu überzeugen, von der Todesstrafe abzusehen, da Lauren sich immer gegen diese Maßnahme ausgesprochen hatte. Der Richter schloss sich jedoch der Meinung des Staatsanwalts an. Die Vorbereitungen für den Prozess zogen sich über mehrere Jahre hin. Die Anklage war sich bewusst, dass Stephen mit den vorliegenden Beweisen alle Chancen hatte, einer Verurteilung zu entgehen, da für ein Todesurteil eindeutige Beweise für seine Beteiligung erforderlich waren, während die von der Polizei gesammelten Beweise eher indirekter Natur waren und der Anwalt des Mannes Zweifel bei den Geschworenen säen konnte. Aus diesem Grund beschloss man, Stephen einen Deal anzubieten, in dessen Rahmen die Anklage wegen Besitzes von Material mit Minderjährigen fallen gelassen und auf die Todesstrafe verzichtet werden sollte. Im Gegenzug musste der Mann sich schuldig bekennen und alle Details seiner Tat offenlegen. Im Jahr 2014, 3 Jahre nach Lawrence' Tod, nahm er diesen Deal an. Laut Stephen zog er sich gegen 4:30 Uhr morgens komplett schwarz an, einschließlich Maske und Handschuhe, und betrat dann mit einem Schlüssel die Wohnung des Opfers. Dabei gelang es ihm, die Einbruchssicherung zu überwinden, die die Tür von innen verriegelte. Dann ging er in Lawrence' Schlafzimmer und beobachtete sie eine Weile beim Schlafen. Irgendwann knarrte der Boden unter Stephen und sie wachte auf. Als sie den maskierten Mann sah, forderte sie ihn auf, ihre Wohnung zu verlassen. Stephen stürzte sich jedoch sofort auf sie. Der Mann begann Lauren zu würgen, während sie versuchte, sich von ihm zu befreien. Irgendwann gelang es ihr, ihm die Maske vom Gesicht zu reißen, und sie erkannte, dass es Stephen war. Sie flehte ihn an, aufzuhören, aber er hörte nicht auf sie. Das ging etwa 15 Minuten lang so weiter, bis Stephen sich davon überzeugt hatte, dass Lauren tot war. Er brachte ihre Leiche ins Badezimmer, wo er sie bis zum nächsten Tag liegen ließ. Am nächsten Abend kehrte er mit verschiedenen Werkzeugen, darunter einer Metallsäge, in ihre Wohnung zurück
und zerteilte die Leiche innerhalb weniger Stunden in Stücke. Er packte die Überreste des Opfers in Plastiktüten und warf sie in verschiedene Müllcontainer in der Nähe der Universität. Den Torso beschloss er in einen Container neben einem Wohnkomplex zu werfen, in der Hoffnung, dass die Müllabfuhr ihn bald abholen würde. Anschließend zerschnitt er sein T-Shirt, seine Handschuhe und seine Maske und spülte sie in der Toilette herunter. Dabei erklärte Stephen, dass er nicht wisse, warum er Lauren getötet habe. Seinen Angaben zufolge sei er nach der Tat in einen Zustand der Verwirrung geraten und habe geglaubt, dass die junge Frau noch am Leben sei, weshalb er sich aktiv an der Suche beteiligt habe. Die Staatsanwaltschaft schenkte Stephens Darstellung seiner Motive jedoch keinen Glauben. Ihrer Version zufolge war der Mann von ihr besessen, was durch seine ständigen Besuche auf ihren Social-Media-Seiten sowie durch ein Video, das er durch das Fenster ihrer Wohnung aufgenommen hatte, belegt wurde. Außerdem hatte er aufgrund seiner Beiträge in Foren und seiner Geschichte des Konsums von hartem, perversem Inhalt Fantasien darüber, Frauen Schmerz und Leid zuzufügen. Angesichts der Tatsache, dass Lauren in wenigen Tagen aus diesem Wohnkomplex ausziehen sollte, könnte Stephen sich zum Mord entschlossen haben, da er wusste, dass er sie nie wieder sehen würde. In jedem Fall reichte das Geständnis des Mannes für eine Verurteilung aus, und er erhielt eine lebenslange Haftstrafe mit dem Recht auf vorzeitige Entlassung im Jahr 2041. 4 Jahre später legte Stephen Berufung ein. Diesmal vertrat er sich selbst. Nach Angaben des Mannes hatten die Polizisten von Beginn der Ermittlungen an wiederholt seine Rechte verletzt. Sie schrien ihn während des Verhörs an und ließen ihn ohne Erlaubnis nicht auf die Toilette. Stephen gab auch an, dass er aufgrund des ganzen Stresses einen Anfall erlitten habe. Die Ermittler jedoch weigerten sich, Ärzte zu ihm zu lassen, wenn er ihnen nicht erlaubte, seine Wohnung zu durchsuchen. Darüber hinaus warf er seinem ehemaligen Anwalt vor, seine Interessen schlecht vertreten zu haben. Dieser entgegnete, dass Stephen eine Gefängnisstrafe mit der Möglichkeit einer einmaligen Freilassung anstelle der Todesstrafe erhalten habe, was angesichts der begangenen Tat ein sehr guter Deal gewesen sei. Trotz alledem wurde Stephens Berufung abgelehnt. Im Jahr 2022 legte er erneut Berufung ein, scheiterte jedoch erneut. Es ist anzumerken, dass einige Verwandte des Mannes weiterhin der Meinung waren, dass er das Verbrechen nicht begangen hatte und von der Polizei hereingelegt worden war. Stephens Vater richtete sogar eine Seite ein, um Geld für einen Anwalt für seinen Sohn zu sammeln. Allerdings spendete niemand auch nur einen Cent und die Seite wurde schnell gesperrt. So verbüßt Stephen weiterhin seine Strafe. Er gibt jedoch weiterhin nicht auf, das Urteil anzufechten. Trotzdem sind sich viele Rechtsexperten einig, dass er auch nach 2044 nicht freikommen wird und den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen muss. Traditionelle Werte tragen oft dazu bei, die Familie zusammenzuschweißen und die Bindungen zu stärken, aber nur, wenn es sich nicht um ständige Tyrannei und totale Kontrolle handelt. Heute geht es um Traditionen, die dazu geführt haben, dass Menschen getötet wurden, um mehrere Leben zu retten. Ahmad Zulaev wurde in Tschetschenien geboren. Er wuchs in einer konservativen Familie auf, deren Weltanschauung auf traditionellen Werten und dem für dieses Land typischen Glauben beruhte. Alle lebten unter ziemlich strengen Bedingungen. Der Vater hielt alle mit eiserner Hand unter Kontrolle und verlangte bedingungslosen Gehorsam. Das betraf in erster Linie die Frauen. Die Jungen wurden seltener bestraft. Körperliche Gewalt galt immer als normal. Der Vater war das Oberhaupt der Familie und sorgte für den Unterhalt aller, während Ahmads Mutter sich um die Kinder kümmerte. Die Frau lebte in einer Atmosphäre der Kontrolle. Bei der geringsten Ungehorsamkeit bestrafte der Mann sie ziemlich hart. All dies beobachtete Protagonistin der Geschichte von klein auf und hielt es daher für normal. Die Familie Zulaev hatte viele Kinder. Das Einkommen des Vaters allein reichte jedoch nicht aus, um alle zu ernähren, weshalb sie recht bescheiden lebten. Schon in jungen Jahren dachte der junge Ahmad darüber nach, in ein anderes Land zu ziehen. Er entschied sich für Italien, da man dorthin über humanitäre Korridore fliehen konnte. Der Mann hatte keine angemessene Ausbildung erhalten, aber schon von klein auf Sport getrieben, was ihm ermöglichte, als Karate- und Boxtrainer zu arbeiten. Er war groß, sportlich und hatte sogar eine militärische Ausbildung absolviert. Noch bevor er nach Italien zog, fand er eine Frau namens Natalia, mit der er eine Familie gründete.
Im Jahr 2005 hatte er bereits 4 Kinder. Endlich bot sich dem Mann die Möglichkeit umzuziehen. Zusammen mit seiner Frau, seinen Söhnen und 2 Töchtern kam er in die kleine Stadt Nizza Monferrato in der Provinz Asti in Italien mit etwa 10.000 Einwohnern. Das Paar zog in ein Mehrfamilienhaus. Natalia fand sofort eine Anstellung in einem örtlichen Hotel. Sie arbeitete als Geschirrspülerin. Nach dem Vorbild seines Vaters war der Mann ebenfalls sehr anspruchsvoll und ziemlich grausam gegenüber allen Familienmitgliedern. Allerdings bestrafte er seine Söhne nur, wenn sie in Schwierigkeiten gerieten. Seine Frau und seine älteste Tochter Makka kontrollierte er hingegen vollständig. Ahmad begann ebenfalls zu arbeiten, konnte aber aufgrund seiner mangelnden Bildung nur mit schlecht bezahlten Stellen rechnen. Trotz seiner Erfahrung als Trainer hatte er keine Möglichkeit, seinen alten Hobbys nachzugehen. Er war ständig auf der Suche nach einem besseren Job, um seine große Familie zu versorgen. Während Natalia und Makka sich gut in die lokale Gemeinschaft integrierten, gelang es dem Familienoberhaupt nicht einmal, die italienische Sprache zu lernen. Aufgrund der Sprachbarriere und seines schlechten Charakters fiel es ihm schwer, einen Arbeitsplatz zu behalten. Er wechselte häufig den Arbeitsplatz, was das Leben für alle nur noch schwieriger machte. Manchmal schien es, als würde alles ausschließlich auf Natalia lasten. Trotz des Umzugs nach Europa und der Traditionen eines anderen Landes hielt der Familienvater auch an seinem neuen Wohnort an seinen konservativen Ansichten fest. Nach dem Vorbild seines Vaters kontrollierte auch er die Frauen, insbesondere seine Frau und seine Töchter, streng. Makka Sulaev war bereits in ihren frühen Lebensjahren in Tschetschenien mit der Grausamkeit ihres Vaters konfrontiert. Sie lebte in einer Atmosphäre übermäßiger Kontrolle und beobachtete, wie Ahmad ihre Mutter ständig terrorisierte. Nach dem Umzug verbesserte sich die Situation jedoch etwas. Die Kontrolle war ebenso brutal und total, aber Fälle von körperlicher Gewalt kamen etwas seltener vor. Wahrscheinlich war Ahmad klar, dass es in Italien andere Traditionen gibt und sein Verhalten zu Problemen mit dem Gesetz führen könnte. Dennoch kommt Straffreiheit brutalen Menschen nie zugute. Makka beobachtete die Aggressionen ihres Vaters und wollte immer ihre Mutter beschützen, konnte dies aber aufgrund ihres jungen Alters nicht tun. Das Mädchen musste es ertragen und einfach zusehen, wie grausam ihr Vater sein konnte. Nicht nur, dass sie keine Möglichkeit hatte, dieses Verhalten zu stoppen, sie wurde von ihrem Vater genauso geschlagen wie ihre Mutter, sobald sie älter wurde. Besonders deutlich wurde dies in Bezug auf Makka, als sie 16 Jahre alt wurde. Nach dem Umzug nach Italien war sie verängstigt und niedergeschlagen, aber sie hatte sich so sehr an diese Atmosphäre gewöhnt, dass es ihr normal erschien. In Tschetschenien war das überall der Fall. Aber hier begann das Mädchen eine örtliche Schule zu besuchen, fand schnell eine gemeinsame Sprache mit anderen Teenagern und sah eine andere Seite des Lebens. Ihre italienischen Freundinnen, mit denen sie sich zu unterhalten begann, beschrieben ein völlig anderes Leben, das nichts mit dem zu tun hatte, was Makka in ihrer Familie erlebt hatte. Die Teenagerin begann zu begreifen, dass das Leben ganz anders sein kann, weit entfernt vom Terror und der Grausamkeit ihres Vaters. Allerdings fand sie kein Verständnis darüber, da sie sich nicht traute, sich bei ihren Freundinnen zu beschweren. Erst als Makka einen Nebenjob in demselben Hotel annahm wie ihre Mutter Natalia, sah eine der Managerinnen die Spuren der Schläge. Später baute Makka eine freundschaftliche Beziehung zu dieser Frau auf. Sie war die einzige, die die wahre Situation in der Familie Sulaev kannte. Beide erhielten Mitgefühl und Unterstützung. Aber eigentlich wollte Makka sich und ihre Mutter vor den Angriffen ihres aggressiven Vaters retten. Das Mädchen war sich bewusst, dass sie ihrem Vater nichts entgegensetzen konnte. Er war ein großer und sportlicher Mann, der immer noch voller Kraft war. Um jeglichen Widerstand in seiner Familie zu unterbinden, genügte ihm ein einziger Schlag. Der Mann kritisierte alles, ging auf jede Kleinigkeit ein, sei es Staub auf der Fensterbank oder ein nicht weggeräumtes Kleidungsstück. Es war ihm egal, dass dieses Kleidungsstück vielleicht gerade erst dorthin gelegt worden war. Es schien, als suche Ahmad nur nach einem Grund, um zu meckern und einen Konflikt zu provozieren. Sein Verhalten wurde durch finanzielle Probleme noch verschlimmert, da es ihm nach dem Umzug an den neuen Ort ebenfalls nicht leicht fiel, über die Runden zu kommen. Aufgrund seines geringen Bildungsniveaus konnte er nicht mit einem hochbezahlten Job rechnen und nahm daher eine Stelle als Hilfsarbeiter an. Selbst nach Jahren beherrschte er die Sprache noch immer sehr schlecht, was ebenfalls nicht gerade hilfreich war. Es gab wenig Arbeit, das Geld reichte kaum aus, um die Grundbedürfnisse seiner Familie zu decken,
Und die Situation änderte sich nicht. Dabei wuchsen die Kinder und ihre Bedürfnisse wurden immer größer. Vor diesem Hintergrund verschärften sich die Konflikte nur noch. Natalja konnte sich lange Zeit nicht gegen Ahmad wehren. Bei der geringsten Ungehorsamkeit zog er sie an den Haaren. Sehr oft rief er seine Söhne zu diesen Szenen hinzu. Während er seine Frau und manchmal auch seine Tochter schlug, erzählte er seinen Kindern, dass man so mit Frauen umgehen müsse. Seiner Meinung nach waren sie auf dem Niveau von Tieren und mussten daher bedingungslos gehorchen. Wenn ihm etwas nicht passte, war körperliche Gewalt völlig akzeptabel. Der Mann wusste genau, wie man zuschlägt, ohne blaue Flecken zu hinterlassen. Aus diesem Grund konnte Makas Mutter sich nicht an die Strafverfolgungsbehörden wenden. Aufgrund seiner Straffreiheit wurde er jedoch nur noch bösartiger. Ende 2023 geriet die Situation außer Kontrolle. Diesmal drohte Ahmad zum ersten Mal mit Gewalt und schlug seine Frau sehr heftig. Die Frau wandte sich an die Polizei und erklärte, dass ihr Mann sie angegriffen und bedroht habe. Als die Carabinieri eintrafen, konnte jedoch niemand etwas beweisen. Natalja konnte nichts bestätigen, da er keine blauen Flecken auf ihrem Körper hinterlassen hatte. Maka stellte sich auf die Seite ihrer Mutter. Das Mädchen erzählte den Carabinieri, dass ihr Vater sie in den Bauch geschlagen habe. Das war seine Lieblingsmethode. Er wusste, wie man einen Schlag so ausführt, dass es einem den Atem raubt, aber keine Spuren hinterlässt, und zog sie anschließend brutal an den Haaren. In der Regel krümmte sich die Frau in solchen Momenten auf dem Boden, während der Vater seinen Söhnen erzählte, dass dies der einzig richtige Weg sei, seine Frau zu erziehen. Trotz der Unterstützung ihrer Tochter glaubten die Polizisten der Frau nicht. Da er sich straffrei fühlte, wurde der Tyrann zu Hause noch härter. Maka sprach viele Male mit ihrer Mutter und versuchte sie zu überzeugen, Ahmad zu verlassen. Er hatte die Frau jedoch so sehr eingeschüchtert, dass sie sich nicht einmal traute, darüber nachzudenken. Nach dem letzten Vorfall, als sie zur Polizei gegangen war, sagte der Mann, dass sie sterben würde, wenn so etwas noch einmal passiere. Maka sah die kritische Lage ihrer Mutter, machte sich große Sorgen um sie und war der Meinung, dass Ahmad sie früher oder später zu Tode prügeln würde, selbst wenn sie sich an niemanden wenden würde. Das Mädchen fühlte sich machtlos, wollte aber ihrer Mutter umso mehr helfen. Der 1. März 2024 war ein ganz normaler Tag für die Familie Sulaev. Maka ging morgens zur Schule. Nichts deutete auf Unheil hin. Allerdings hätte es sie nicht im geringsten überrascht, wenn ihr Vater während dieser Zeit und nach ihrer Rückkehr einen weiteren Streit angezettelt hätte. Am Nachmittag erhielt das Mädchen eine beunruhigende Nachricht von ihrer Mutter. Natalja bat sie, sich um ihre Brüder und ihre Schwester zu kümmern, falls ihr etwas zustoßen sollte. Da sie zuvor noch nie solche Bitten geäußert hatte, erschrak Maka sehr. Sie bat sofort um Freistellung, verließ den Unterricht und machte sich auf den Weg nach Hause. Auf dem Heimweg erhielt sie eine Nachricht von ihrem Vater über den Messenger. »Wenn du zurückkommst, reiße ich dir den Kopf ab.« Als das Mädchen nach Hause kam, bot sich ihr ein unangenehmer Anblick. Ihr Vater schrie erneut ihre Mutter an. Aus dem Gespräch schloss Maka, dass er wieder entlassen worden war, diesmal aus demselben Hotel, in dem er mit seiner Frau und ihrer Tochter gearbeitet hatte. All dies geschah unter Konflikten. Und danach verlangte er aus Stolz von seiner Frau, ebenfalls das Hotel zu verlassen. Er kam sogar zur Arbeit, als Natalja dort war, machte eine Szene, konnte aber die einfache Frage der Frau nicht beantworten: Wovon sollten sie dann leben? Die Frau weigerte sich, ihm zu gehorchen. Er verließ das Hotel. Aber als Natalja nach Hause kam, ging der Konflikt weiter. Mutter und Vater schrien in der Küche. Maka wollte den Mann aufhalten, aber sie brachte nicht den Mut dazu auf. Er war wieder wütend. Die 19-jährige Studentin wusste, dass jeder Versuch, sich zu wehren, für sie selbst schlecht enden könnte. Um Blutvergießen zu vermeiden, ging das Mädchen in ihr Zimmer. Zu dieser Zeit befanden sich auch die anderen Kinder der Familie in ihren Schlafzimmern. Der Streit ging weiter, aber sie hoffte, dass ihr Vater sich beruhigen würde und alles vorbei sein würde. In solchen Momenten nahm Maka oft ihr Tagebuch zur Hand und machte sich kurze Notizen darin. Das half ihr, sich abzulenken und ein wenig zu beruhigen. Das tat sie auch dieses Mal. Aber sie hatte noch nicht einmal ein paar Zeilen geschrieben, als sie hörte, dass sich die Situation in der Küche deutlich zuspitzte. Es waren dumpfe Schläge zu hören. Da verließ sie ihr Zimmer und sah, wie ihr Vater ihre Mutter zu Boden warf und mit den Füßen trat. Die Tochter versuchte, ihn aufzuhalten und schlug zum ersten Mal in ihrem Leben mit den Fäusten zu. Ahmad war so überrascht, dass seine Tochter die Hand gegen ihn erhob,
dass er für einen Moment zögerte und innehielt. Das ermöglichte es der Mutter des Mädchens, sich aufzurichten. Sie versuchte weiterhin, ihren Mann zu beruhigen, weil sie nun befürchtete, dass er sich auf ihre Tochter stürzen würde. Der Mann tat genau das und schlug Maka. Natalia stellte sich schützend vor sie. Der Mann schlug sie erneut, warf sie zu Boden und begann sie zu würgen. Er schrie, dass er wegen ihrer rebellischen Mutter eine solche Tochter habe. Die Situation geriet sofort außer Kontrolle. Maka stürzte sich erneut auf ihren Vater und versuchte, ihn wegzuziehen. Aber natürlich hatte die zierliche, kleine Frau nicht genug Kraft, um sich gegen einen Boxer mit militärischer Erfahrung zu wehren. Dennoch wollte sie nicht aufgeben. Das Mädchen war sich bewusst, dass ihre Mutter schließlich sterben würde, wenn sie nichts unternahm. Maka nahm ein großes Messer und stach mit aller Kraft auf den Rücken ihres Vaters ein. Das verwirrte Ahmad augenblicklich. Er ließ seine Frau los. Der starken Blutung nach zu urteilen war die Wunde schwer. Trotzdem stand er auf, ging zur Eingangstür und schloss sie von innen ab. Es war offensichtlich, dass der Mann immer noch gefährlich war und nicht vorhatte aufzuhören. Ahmad ging auf seine Tochter zu, wurde aber erneut mit dem Messer attackiert. Der Boden war voller Blut. Nach dem zweiten Stich wurde der Mann so schwach, dass er zu Boden fiel. Natalia eilte zu ihrer Tochter, um ihr zu helfen. Maka warf das blutige Messer auf den Boden. Sie drückte sich an die Wand und zitterte, während sie entsetzt zusah, wie ihr Vater verblutete. Die anderen Kinder rannten aus dem Zimmer und umringten ihren Vater. Natalia schickte sie zurück und rief selbst den Rettungsdienst. Die Frau gab an, dass ihr Mann versucht habe, sie zu töten, weshalb ihre Tochter ihn in Notwehr mehrmals mit dem Messer gestochen habe. Innerhalb weniger Minuten trafen Carabinieri und Sanitäter am Haus ein. Der 50-jährige Ahmad war schwer verletzt, atmete kaum noch und lag auf dem Boden. Er war aufgrund des Blutverlusts bewusstlos geworden. Der Mann wurde sofort in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht, wo sein Tod festgestellt wurde. Ahmad konnte nicht mehr gerettet werden. Die anschließende Obduktion ergab, dass bereits die erste Verletzung tödlich war. Als die Polizei am Haus eintraf, fanden sie das Mädchen in einem Schockzustand vor. Sie stand immer noch an der Wand gelehnt da. Als sie die Polizeibeamten sah, gestand sie sofort, dass sie den Mann mit einem Messer attackiert hatte und rechtfertigte ihre Handlungen mit Selbstverteidigung. Nach Angaben der Studentin griff ihr Vater zuerst ihre Mutter und dann sie an und versuchte, die Frau zu erwürgen, weshalb sie gezwungen war, ihn mit einem Messer zu attackieren, um den Angriff zu stoppen und ihr Leben zu retten. Natalia bestätigte all dies. Sie zeigte den Polizeibeamten mehrere Blutergüsse und behauptete, systematisch geschlagen worden zu sein. Es hätten noch viel mehr sein können, wenn Ahmad nicht gewusst hätte, wie man richtig schlägt. Am aussagekräftigsten waren die Spuren an ihrem Hals, die die Hände des Mannes hinterlassen hatten. Bevor sie mit den Polizeibeamten zur Wache ging, übergab Maka ihnen ihr Tagebuch, in dem sie die ständigen Schlägereien beschrieb. Das Mädchen war überzeugt, dass sie es als Rechtfertigung für ihre Tat verwenden könnten. Maka bestand darauf, dass sie niemanden töten wollte. Sie wollte ihn nur erschrecken und aufhalten. Sie konnte diesen Albtraum in ihrem Haus nicht länger ertragen. Die erste Untersuchung der Wohnung ergab, dass das Messer, das sie benutzt hatte, nicht aus der Küche stammte. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass sie es kurz vor der Tragödie selbst in einem Supermarkt gekauft hatte. Maka begründete dies damit, dass ihr Vater viel größer und stärker war als alle anderen Familienmitglieder. Deshalb glaubte sie, dass ein gewöhnlicher Messer ihn nicht aufhalten könnte. Gleichzeitig befürchtete sie, dass ein Angriff mit einem kleinen Messer ihn nur noch mehr verärgern würde und er weder sie noch ihre Mutter am Leben lassen würde. Deshalb kaufte sie vorsichtshalber im Voraus ein größeres Messer. Die Behauptung, dass die Mädchen und ihre Mutter systematisch geschlagen wurden, wurde auch von ihren Brüdern und ihrer jüngeren Schwester bestätigt. Die Tatsache, dass das Mädchen einen großen 30 Zentimeter großen Messer zur Selbstverteidigung gekauft hatte, wurde jedoch von den Strafverfolgungsbehörden als Vorbereitung auf einen Mord und als Absicht, Ahmad vorsätzlich zu töten, gewertet. Die Tagebücher der jungen Frau wurden sorgfältig untersucht. Sie enthielten zahlreiche Einträge. Sie hatte Dutzende von Fällen von Schlägen gegen ihre Mutter und sich selbst festgehalten, die sich über die Jahre ihres Lebens in Italien angesammelt hatten. Die junge Frau behauptete, dass alles bereits in Tschetschenien begonnen habe, aber diese Einträge aus ihrem früheren Tagebuch seien aufgrund des Umzugs nicht erhalten geblieben. Während des fast 12-stündigen Verhörs beharrte die 19-jährige Maka Sulaev darauf, dass sie niemanden töten wollte
und versuchte, ihre Handlungen als Selbstverteidigung zu rechtfertigen. Dabei bereute das Mädchen ihre Tat und bekannte sich schuldig. Die Ermittler sammelten weiter Informationen, sprachen mit dem engsten Umfeld der Familie und mit Nachbarn, aber nicht alle bestätigten, dass Ahmad seine Familie terrorisiert hatte. Bei der Überprüfung der digitalen Speichermedien wurde eine Nachricht gefunden, die Makka kurz vor der Tragödie von ihrer Mutter erhalten hatte. Sie klang tatsächlich beunruhigend. Darüber hinaus wurde all dies durch eine Nachricht bestätigt, die Ahmad selbst an einen seiner Bekannten geschickt hatte. Wenige Stunden vor seinem Tod erklärte das Familienoberhaupt, dass er ein Konzert geben wolle. Zeugen aus dem Kreis der Tschetschenen, die die Familie kannten und in dieser Stadt lebten, bestätigten, dass Ahmad diesen Begriff häufig verwendete, wenn er dramatische Ereignisse oder Gewaltszenen beschrieb, die große Resonanz hervorrufen konnten. Dazu gehörten Fälle wie Morde und schwere Straftaten. Dies bestätigte indirekt Makkas Aussage. Natalia und sie selbst fühlten sich in Lebensgefahr. Alle Familienmitglieder kooperierten bereitwillig mit den Ermittlern. Natalia behauptete, dass sie diesen Abend ohne ihre Tochter sicherlich nicht überlebt hätte. Die Frau bezeichnete sie als ihre Retterin und bat um Nachsicht, da ihrer Meinung nach ihrer Tochter nichts anderes übrig geblieben war, als ihren Vater mit einem Messer zu stechen, um die Schläge zu beenden. All dies war das Ergebnis einer Überschreitung der Selbstverteidigung. Interessanterweise trauerten sowohl sie als auch ihre Tochter um den Tod von Ahmad. Als die Ermittler die Tagebücher, in denen zahlreiche Fälle von Übergriffen des Mannes aufgeführt waren, sorgfältig untersuchten, bestätigten sie, dass die Sulaevs jahrelang Gewalt ausgesetzt waren. Das Mädchen sorgte sich nicht nur um sich selbst und ihre Mutter, sondern auch um ihre Brüder. Ahmad lehrte sie, mit Frauen genauso umzugehen, wie es ihm sein eigener Vater beigebracht hatte. Das Mädchen befürchtete, dass sie zu ähnlichen Tyrannen heranwachsen und ihre Frauen und Töchter schlagen und unterdrücken würden. Sie verstand, dass dies eine Besonderheit der Kultur ihres Volkes war, akzeptierte ihre Wurzeln, aber gerade die Erniedrigung von Frauen konnte sie nicht verstehen. Makka schilderte ausführlich die Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert war, insbesondere ihren Wunsch, ihrem Vater zu antworten. Das Problem war jedoch, dass sie dazu völlig unfähig war. Physisch hatte sie einem kräftigen 50-jährigen Mann nichts entgegenzusetzen, weshalb sie sich entschloss, ein großes Messer zu kaufen. Der Kauf erfolgte einige Wochen vor der Tragödie. Der Anlass war ein weiterer Streit. Ahmad verhielt sich so bedrohlich, dass das Mädchen ernsthaft um das Leben ihrer Mutter und auch um ihr eigenes fürchtete. Makka beschrieb auch ihre Zuneigung zu ihrer Mutter. Ihren Worten zufolge war Natalia ein sehr aufgeschlossener und gütiger Mensch, zu dem sie eine starke Bindung hatte. Der letzte Eintrag in ihrem Tagebuch lautete, dass, wenn jemand diese Notizen finde, entweder sie oder ihr Vater gestorben sei. Nach Angaben des Mädchens war sie, als sie diese Notiz schrieb, fest entschlossen, Ahmad zu stoppen, aber sie nahm die Idee des Mordes nicht ernst. Das Mädchen behauptete, dass dies in einem Anfall von Wut geschrieben worden sei. Die Tatsache, dass sie ein zuvor vorbereitetes Messer benutzt hatte, wurde von den Strafverfolgungsbehörden jedoch als vorsätzlicher Mord gewertet. Natalia und Makkas Anwalt plädierten von Anfang an auf Milde. Sie rechtfertigten Makkas Tat als Selbstverteidigung und als Notwendigkeit, die durch die systematische Tyrannei ihres Vaters verursacht worden sei. Zur Bestätigung beschrieben Familienmitglieder die eigenartigen Erziehungsmaßnahmen, die der Mann durchführte. Er zog seine Tochter und seine Frau an den Haaren und zwang seine Söhne immer zuzusehen, wie man Frauen richtig behandelt. Trotz überzeugender Beweise blieb Makka nach ihrer Festnahme im Gefängnis. Der Anwalt beantragte, dass das Mädchen unter Hausarrest gestellt werden sollte. Der Antrag der Verteidigung wurde jedoch abgelehnt. Natalia kam täglich, um ihre Tochter zu besuchen, wurde aber aufgrund der strengen Regeln nicht hereingelassen. Die Frau erkundigte sich ständig, wie es dem Mädchen ging und was sie erwartete. Dabei fragte Makka auch, wie es ihrer Mutter und den anderen Familienmitgliedern ging. Alle waren schockiert, dass Ahmad ums Leben gekommen war. Sogar Makka erklärte, dass sie eine solche Wendung der Ereignisse nicht erwartet habe. Die moralischen Fragen dieses Falles beunruhigten die Staatsanwaltschaft. Zweifellos war das Mädchen eine Mörderin, aber der Verstorbene hatte sie durch jahrelange Folter zu solchen Handlungen gezwungen. Die Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden sammelten Informationen, um die Taktik der Anklage zu entwickeln. Die Fakten waren ziemlich widersprüchlich. Dass Natalia, wie sie behauptete, systematisch geschlagen und gedemütigt wurde, war nirgendwo dokumentiert.
Viele in ihrem unmittelbaren Umfeld ahnten nichts von häuslicher Gewalt. Nach Aussagen anderer lag dies daran, dass man heikle Themen nicht öffentlich machen wollte, sowie an der Untätigkeit der Behörden bei der ersten Anzeige. Die Frau arbeitete als Spülkraft, hatte viel zu tun, aber auch ihre Kollegen ahnten nichts von dem, was vor sich ging. Die einzige Person, die davon wusste, war eine der Managerinnen des Hotels. Natalja selbst beschwerte sich nie über ihren Mann, sondern schrieb sein Verhalten kulturellen Besonderheiten zu. Im Gespräch mit der Polizei erzählte sie, dass Ahmad spezielle Techniken beherrschte und wusste, wo er zuschlagen musste, um keine Spuren zu hinterlassen. Die Frau demonstrierte sogar seine Lieblingsgriffe. Außerdem zeigte sie den Carabinieri einige kaum sichtbare Blutergüsse. Die Nachbarn beharrten darauf, dass sie keine Schreie und Streitigkeiten gehört hätten, obwohl diese jahrelang systematisch stattfanden. Eine Frau gab zu, dass sie die Familie Sulaev kannte, aber dass diese immer ungesellig gewesen sei. Sie grüßten sich kurz, wechselten vielleicht ein paar Worte, aber wenn sie die Tür ihrer Wohnung hinter sich schlossen, hörte niemand irgendwelche Streitigkeiten. Viele wertvolle Informationen lieferte eine Freundin, mit der die ganze Familie in einem Restaurant arbeitete. Die Frau wusste, dass der Grund für den letzten Konflikt in der Familie die Entlassung von Ahmad war. Er hatte diese Arbeit wenige Tage vor der Tragödie gekündigt und kam am Tag des Mordes und verlangte, dass Natalja und Maka dasselbe tun sollten. Die Mutter wusste, dass er keine neue Arbeit in Aussicht hatte. Sie befürchtete, dass sie nicht so schnell eine neue Stelle finden würde. Aus diesem Grund weigerte sich die Frau, ihrem Mann zu gehorchen, da dies ihnen ernsthaften finanziellen Schaden zufügen könnte. Sie hätten einfach nichts mehr zum Leben gehabt. Die Frau gehorchte ihrem Ehemann nicht und arbeitete weiter. Nur 3 Tage nach dem Mord musste sie wieder zur Arbeit gehen. Nun musste sie alle alleine über Wasser halten. Natalja ertrug all diese Widrigkeiten stoisch, machte sich aber weiterhin große Sorgen um ihre älteste Tochter, die hinter Gittern saß. Der Anwalt kämpfte um eine milde Strafe. Obwohl das Mädchen nicht nach Hause entlassen wurde, unternahm der Verteidiger in Erwartung des Gerichtsverfahrens alle Anstrengungen, um zu beweisen, dass sie eine vorbildliche Arbeitnehmerin und Studentin war. Kurz zuvor hatte sie tatsächlich mit hervorragenden Ergebnissen ein College-Studium aufgenommen. Alle, die Maka kannten, beschrieben sie als positiv, gutherzig und fröhlich. Ihre Kommilitonen kannten sie als lustig und freundlich. Niemand ahnte, dass hinter den Türen ihres Hauses ununterbrochen Gewalt herrschte und dass die Studentin zu einem Mord fähig war, wenn auch aus einem bestimmten Motiv heraus. Alle waren überzeugt, dass Ahmads Tod das Ergebnis einer übermäßigen Selbstverteidigung war. Das Mädchen hatte lediglich versucht, sich selbst und ihre Mutter zu retten, weshalb Maka umfassende Unterstützung erhielt. Als die Verhandlung begann, beschrieb der Anwalt das Leben der Familie Sulaev als voller Leiden und Demütigungen. Ahmad kontrollierte seine Frau und seine älteste Tochter und erlaubte ihnen keine Bewegung ohne seine Zustimmung. Bei der geringsten Ungehorsamkeit bestrafte der Mann sie hart, und zwar wie in einem exemplarischen Gerichtsurteil. Natürlich konzentrierte sich der Verteidiger weiterhin auf den systematischen Terror. Er bestand darauf, dass all dies Selbstverteidigung gewesen sei. Der Anwalt betonte zu Recht, dass das Mädchen nie gewalttätige Episoden in ihrem Leben gehabt habe. Selbst in der Schule und im College habe sie sich sehr bescheiden und positiv verhalten. Die Anklage beharrte darauf, dass ein einziger Schlag für Ahmad bereits tödlich gewesen sei und dies völlig ausreichte, um den Angriff zu stoppen. Daher wurde der zweite Schlag vom Staatsanwalt als Absicht gewertet, den Mann zu töten. Die Handlungen des Mädchens wurden vom Ankläger als vorsätzlicher Mord gewertet. Maka bestand darauf, dass sie ihren Vater nicht töten wollte, sondern nur befürchtete, dass ihre Mutter sterben würde, wenn sie nicht eingreifen würde. Und selbst nach dem ersten Schlag hörte er nicht auf und hätte weiter angreifen können, weshalb sie einen zweiten Schlag ausführen musste. Der Staatsanwalt wies darauf hin, dass keine Beschwerden wegen häuslicher Gewalt eingereicht worden waren. Dies stand im Widerspruch zu der Geschichte, die Natalja und Maka erzählten, dass sie sich an die Polizei gewandt hatten. Die Strafverfolgungsbehörden unternahmen jedoch nichts, um sie zu schützen. Sie dachten nicht daran, sich erneut an die Polizei zu wenden, da sie den Zorn von Ahmad fürchteten. Eine wichtige Rolle bei der Entscheidung des Gerichts spielte ein Präzedenzfall aus dem Jahr 2020, als ein junger Mann namens Alex auf ähnliche Weise versuchte, seine Mutter vor ihrem tyrannischen Vater zu retten. Er benutzte Küchenmesser und versetzte dem Mann 6 Stiche. Der Familienvater starb ebenfalls,
Aber das Gericht erster Instanz entschied, dass der junge Mann sich verteidigt hatte, um zu überleben. Zunächst wurde er zu mehr als 6 Jahren Haft verurteilt, doch dann hob das Berufungsgericht das Urteil auf und sprach ihn frei. Diese Entscheidung sorgte für großes Aufsehen. Unter Berücksichtigung des Präzedenzfalls beantragte die Verteidigung die vollständige Freisprechung von Makka. Der Anwalt berief sich auf Notwehr. Dieser Ansatz erschien dem Richter jedoch nicht überzeugend. Selbst der Staatsanwalt erkannte die emotionale und moralische Komplexität dieses Falles an, da die Ermittlungen die schweren Prüfungen bestätigten, die das Mädchen und ihre Mutter durchgemacht hatten. Am Ende seiner Rede betonte der Staatsanwalt jedoch, dass es keine andere Möglichkeit gebe, da die Verantwortung für den Mord nur Makka zugeschrieben werden könne. Der Staatsanwalt beantragte für das Mädchen eine Freiheitsstrafe von 7 Jahren, was deutlich unter der Höchststrafe für die vorgebrachten Anklagen liegt. Die Entscheidung des Gerichts überraschte sowohl den Anwalt als auch die Staatsanwaltschaft, denn am 8. Mai 2025 befand das Gericht Makka Sulaev für schuldig und verurteilte sie zu 9 Jahren und 4 Monaten Freiheitsentzug. Vorsatz als erschwerender Umstand wurde ausgeschlossen, mildernde Umstände wurden berücksichtigt. Weder der Verweis auf einen Präzedenzfall noch der überzeugende Beweis, dass der Mann tatsächlich eine ernsthafte Gefahr darstellte, zeigten Wirkung. Der Anwalt gibt jedoch die Hoffnung auf eine Milderung des Urteils nicht auf. Er legt Berufung ein. Bis dahin bleibt das Urteil der ersten Instanz in Kraft. Am 7. Juni 2023 verließ die 17-jährige Valerie Tindall ihr Zuhause, um ihrer üblichen Teilzeitbeschäftigung nachzugehen, und kehrte nie wieder zurück. In einer kleinen amerikanischen Ortschaft, in der sich alle kannten, schien ein solches Verschwinden unvorstellbar. Ihre Angehörigen waren sich sicher, sie konnte nicht einfach so verschwinden. Nachbarn und Freunde begannen sofort, die Umgebung zu durchkämmen. Die Polizei schaltete sich fast unmittelbar ein, doch es gab keine Spur von dem Mädchen, nicht den geringsten Hinweis. Nach einigen Tagen traten seltsame Details zutage, Widersprüche in den Aussagen, das Schweigen derer, die offenbar zu viel wussten, und Verhaltensweisen, die nicht mehr zufällig erschienen. Alles deutete darauf hin, dass die Wahrheit näher war, als es schien, aber sie wurde sorgfältig verborgen. Valerie Tindall wurde 2005 in Indianapolis, der Hauptstadt des Bundesstaates Indiana, geboren. Ihre Kindheit begann in einer städtischen Umgebung, doch als sie 2 Jahre alt war, zog ihre Familie nach Arlington, einem kleinen Agrardorf etwa eine Autostunde von der Metropole entfernt. Ihre Eltern, Jack und Shayna Tindall, beschlossen, den Wohnort zu wechseln, um die Sicherheit ihrer Kinder zu gewährleisten. Sie machten sich Sorgen, dass ihr ältester Sohn bald alleine zur Schule gehen musste. Das Leben in der Großstadt schien ihnen zu riskant, insbesondere mit 5 Kindern. Arlington war das genaue Gegenteil ihres früheren Wohnortes. Eine kleine Gemeinde mit rund 300 Einwohnern, engen nachbarschaftlichen Beziehungen, Ruhe, Feldern und Bauernhöfen. All das passte perfekt zu einem beschaulichen Familienleben. Die Tindalls wurden schnell Teil der Gemeinschaft. Die Kinder fanden leicht Anschluss an Gleichaltrige und auch die Eltern fühlten sich in der freundlichen und hilfsbereiten Atmosphäre wohl. Nachbarn feierten gemeinsam Feste, trafen sich zu Abendessen und halfen einander im Alltag. Valerie wuchs in dieser Umgebung auf, und dieser einfache, sichere Lebensstil wurde für sie zur Selbstverständlichkeit. Schon als Kind zeigte Valerie eine tiefe Zuneigung zu Tieren. Sie beobachtete die Kühe und Pferde auf den umliegenden Höfen, half bei der Versorgung von Vögeln und wollte mehr über die Gesundheit von Haustieren erfahren. Bereits zu Beginn der Mittelschule wusste sie genau, was sie werden wollte: Tierärztin. Diese Entscheidung änderte sich nie. In der Schule konzentrierte sie sich auf Naturwissenschaften und versuchte sich Fähigkeiten anzueignen, die ihr im zukünftigen Beruf nützlich sein würden. Als Valerie 17 Jahre alt wurde, hatte sie die 11. Klasse abgeschlossen. Vor ihr lagen das letzte Schuljahr und die Aufnahmeprüfungen für die Universität. Sie wusste, wie anspruchsvoll das Studium werden würde und wollte selbst etwas zu ihrer Zukunft beitragen. Im Sommer 2023 begann sie, nach einem Nebenjob zu suchen, um Geld für ihre Ausbildung zu sparen. Ihr erster Versuch war eine Stelle in einem lokalen Fastfood-Restaurant,
die sie jedoch schnell wieder aufgab. Die geringe Bezahlung und die angespannte Atmosphäre sagten ihr nicht zu. Nach einigen Gelegenheitsjobs bot ihr schließlich eine Freundin Hilfe an. Ihr Großvater, Patrick Scott, ein älterer Mann und langjähriger Nachbar der Familie Tyndall, betrieb ein kleines Privatunternehmen. Er pflegte Grundstücke, mähte Rasen, reparierte Zäune und baute Gartenhäuser. Valerie kannte ihn seit ihrer Kindheit und sah keinen Grund, das Angebot abzulehnen. Die Arbeit schien ideal. Frische Luft, vertraute Umgebung, ein freundlicher Arbeitgeber. Patrick, der Großvater ihrer engen Freundin, gehörte seit Jahren zum erweiterten Bekanntenkreis der Familie. Alles wirkte sicher und zuverlässig. Mit diesem Nebenjob begann der Sommer, der für Valerie der letzte sein sollte. Der Morgen des 7. Juni 2023 begann im Haus der Familie Tyndall wie jeder andere. Alles verlief nach dem gewohnten Ablauf. Valerie wachte pünktlich auf, wirkte ruhig und gefasst. Beim Frühstück in der Küche unterhielt sie sich mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern. Sie erzählte, dass sie zu Patrick gehen würde, um dort zu arbeiten. Es sollte ein leichter Tag werden. Ein paar Stunden Arbeit auf dem Grundstück, danach wollte sie nach Hause kommen. Spätestens am Mittag. Nichts in ihrem Verhalten gab Anlass zur Sorge. Das Mädchen nahm nur das Nötigste mit: ihr Handy, ihre Geldbörse und ihre Schlüssel. Sie trug leichte Sommerkleidung und nahm weder eine Tasche noch Wechselkleidung oder andere persönliche Gegenstände mit. Sie sprach nicht über weitere Pläne. Alles wirkte wie ein ganz normaler Arbeitstag, einer von vielen in ihrem jungen Leben. Die ersten Stunden ihrer Abwesenheit beunruhigten ihre Familie nicht. In der Sommersaison konnte sich die Arbeit bei Patrick leicht verzögern, je nach Umfang der Aufgaben, Wetter oder Zustand des Grundstücks. Manchmal blieb Valerie länger, um eine begonnene Arbeit zu beenden oder einen kleinen Bonus zu verdienen. Sie kümmerte sich ums Gießen, Aufräumen oder andere Gartenarbeiten. Deshalb ahnte ihre Mutter Shayna zunächst nichts Ungewöhnliches und dachte, ihre Tochter hätte sich einfach verspätet. Am Abend jedoch begann sie sich Sorgen zu machen. Valerie hatte versprochen, am Nachmittag zurückzukehren, aber es war schon fast 17 Uhr und sie war immer noch nicht da. Shayna beschloss, ihre Tochter anzurufen, um zu erfahren, wie es ihr ging und wann sie nach Hause kommen würde. Doch schon beim ersten Anruf wurde klar, dass etwas nicht stimmte. Der Anruf wurde sofort an die Mailbox weitergeleitet. Das war völlig untypisch für Valerie. Selbst wenn sie beschäftigt war, fand sie immer eine Möglichkeit, kurz zu schreiben oder später zurückzurufen. Shayna versuchte es nach einer Weile erneut, doch die Situation blieb unverändert. Das Telefon war weiterhin nicht erreichbar oder ausgeschaltet. Das machte sie zunehmend unruhig. Schließlich beschloss sie, Patrick zu kontaktieren, um sicherzugehen, dass Valerie wirklich bei ihm arbeitete. In dieser Gegend war es üblich, sich direkt aneinander zu wenden, besonders wenn etwas nicht stimmte. Die Antwort, die sie erhielt, war das erste Alarmsignal. Patrick erklärte überrascht, dass er an diesem Tag keine Vereinbarung mit Valerie gehabt habe und sie seit dem Vortag nicht gesehen habe. Er erwähnte auch, dass Valerie seiner Kenntnis nach angeblich vorgehabt habe, sich mit Freunden zu treffen und möglicherweise nach Indianapolis zu fahren. Woher er diese Information hatte, sagte er nicht. Diese Worte lösten in Shayna sofort einen inneren Widerstand aus. Sie erinnerte sich genau daran, dass Valerie am Morgen ausdrücklich gesagt hatte, sie würde zu Patrick zur Arbeit gehen. Nichts anderes. Ihre Tochter hatte nie die Angewohnheit, Pläne zu verheimlichen. In der Familie herrschte eine offene, vertrauensvolle Atmosphäre. Über spontane Änderungen informierte Valerie ihre Eltern stets im Voraus. Sie hatte keinen Grund zu lügen, schon gar nicht gegenüber ihrer Mutter. Shayna teilte ihre Befürchtungen mit ihrem Ehemann Jack, der gerade von der Arbeit nach Hause gekommen war. Als er von der Situation hörte, hatte er sofort das Gefühl, dass dies über eine gewöhnliche Verspätung hinausging. Die Eltern begannen, mögliche Erklärungen für das Verschwinden ihrer Tochter zu besprechen, doch keine der Überlegungen schien überzeugend. Als erstes beschlossen sie, die naheliegendsten Orte zu überprüfen, an denen Valerie sich aufhalten könnte. Gemeinsam durchsuchten sie die Umgebung, sahen im nächsten Park nach, besuchten Geschäfte und sprachen mit Bekannten. Doch niemand hatte das Mädchen seit dem Morgen gesehen. Niemand wusste etwas über ihre Pläne für den Tag. Niemand hatte gehört, dass sie irgendwohin fahren oder sich mit jemandem treffen wollte. Gegen 19 Uhr versammelten sich besorgte Nachbarn im Haus der Tyndalls. Einige kamen, weil sie gehört hatten, dass Valerie sich nicht meldete. Unter den Anwesenden waren auch Patrick und seine Frau. Er erklärte erneut, dass er das Mädchen nicht gesehen habe
und keine Ahnung habe, wo sie sein könnte. Sein Verhalten wirkte gelassen, fast zugelassen. Die Situation wurde immer angespannter. Die Eltern spürten eine wachsende Mischung aus Angst und Hilflosigkeit. Die Stunden vergingen und Valerie kam nicht zurück. Es war klar, dass dies keine einfache Verspätung mehr war. Gegen Mitternacht kamen Jack und Shayna zu dem Entschluss, offiziell zu handeln und meldeten Valerie als vermisst. Die Anzeige ging bei der örtlichen Polizeidienststelle des Rush County ein. Von diesem Moment an begann die offizielle Such- und Ermittlungsarbeit. Allerdings hatten die Ermittler zu Beginn nur sehr wenige Informationen. Die Aussage der Mutter, Valeries nicht mehr erreichbares Telefon und die Unstimmigkeiten zwischen ihren Angaben und denen von Patrick. Nach der Anzeige ging die Situation im Dorf sofort in eine Phase erhöhter Aktivität über. Obwohl die Gemeinde klein war, begannen die Behörden ohne Verzögerung mit den Suchmaßnahmen. Die Informationen über das Verschwinden wurden in den Bericht des Rush County Sheriff's Office aufgenommen und die Beamten begannen noch in den ersten Stunden mit den Ermittlungen. Die Befragungen starteten im engsten Kreis: Eltern, Geschwister, Nachbarn, Klassenkameraden und Freunde. Bereits am selben Tag kontaktierten die Ermittler Lehrer, Mitschüler und jene, die ihre Freizeit mit Valerie verbracht hatten. Doch niemand wusste etwas über ihre Pläne für den 7. Juni. Niemand hatte Hinweise auf eine Reise, ein Treffen oder Nachrichten, die auf etwas Ungewöhnliches hindeuten könnten. Die Befragungen ergaben keine konkreten Spuren. Die Eltern gaben genaue Auskunft darüber, was Valerie bei sich hatte, als sie das Haus verließ. Alltagskleidung, ihr Mobiltelefon und ihre Geldbörse. Es fehlte nichts, was auf eine längere Abwesenheit hindeuten könnte. In ihrem Zimmer blieb alles an seinem Platz: Kosmetika, Ladegerät, Schulsachen und persönliche Gegenstände. Damit schlossen die Ermittler die Möglichkeit eines freiwilligen Verschwindens aus. Valeries Telefon war seit Mittag des 7. Juni ausgeschaltet. Das letzte Signal wurde innerhalb von Arlington registriert. Danach gab es keine weiteren Netzwerkverbindungen und keine Hinweise darauf, dass das Gerät in ein anderes Gebiet verlegt worden war. Das ließ darauf schließen, dass Valerie die Siedlung nie verlassen hatte. Ihr Auto, ein grüner Honda Civic, war ebenfalls verschwunden, doch keine der Überwachungskameras in der Umgebung hatte seine Ausfahrt aus dem Dorf aufgezeichnet. Die Nachricht von Valeries Verschwinden verbreitete sich schnell in den lokalen Medien. Bereits am nächsten Morgen wurden Fotos des Mädchens, ihre Beschreibung, Kleidung, Größe, Haar- und Augenfarbe sowie ihr letzter bekannter Aufenthaltsort veröffentlicht und über soziale Netzwerke im ganzen Bundesstaat geteilt. Vertreter der Strafverfolgungsbehörden erklärten, dass Valerie sich in einer potenziell gefährlichen Lage befinden könnte und schlossen ein freiwilliges Weggehen aus. Die Bewohner reagierten sofort auf die Hilferufe. Nicht nur Einheimische, sondern auch Menschen aus den Nachbarorten beteiligten sich an der Suche. Suchhunde, Drohnen, Wärmebildkameras und Bodenteams wurden eingesetzt. Das Gelände wurde entlang der Flüsse, in Waldgebieten, auf Brachflächen und in der Nähe von Bauernhöfen durchsucht. Die Einwohner überprüften ihre eigenen Schuppen, Keller, Dachböden und Garagen. Innerhalb von 2 Tagen wurde nahezu das gesamte Gebiet der Gemeinde und ihrer Umgebung abgesucht. Trotz der groß angelegten Aktion blieb das Ergebnis ernüchternd. Keine Spur von Valerie, kein Telefon, kein Auto. Dieses völlige Verschwinden in einer so kleinen Ortschaft schien unbegreiflich. Parallel zu den Suchmaßnahmen startete eine umfassende Ermittlung im digitalen Umfeld. Die Polizei analysierte Valeries Aktivitäten in den sozialen Netzwerken, ihre Nachrichten und Anrufprotokolle. Die Eltern gewährten den Ermittlern Zugang zu allen Konten ihrer Tochter. Es fanden sich weder Hinweise auf Depressionen noch auf Konflikte oder Absichten, das Haus zu verlassen. Im Gegenteil, Valerie schrieb über ihre Zukunft, das Studium, ihre Arbeit und Treffen mit Freundinnen. Alles sprach für ein normales, stabiles Leben. Doch obwohl es zu diesem Zeitpunkt noch keine offiziellen Verdächtigen gab, begannen einige Details Misstrauen zu wecken. Das Verhalten eines Nachbarn fiel der Familie auf. Er behauptete, Valerie am Tag ihres Verschwindens nicht gesehen zu haben, eine Aussage, die im Widerspruch zu dem stand, was das Mädchen am Morgen selbst gesagt hatte. Der Name Patrick Scott wurde in keiner offiziellen Erklärung erwähnt und zunächst wurden keine formellen Schritte gegen ihn eingeleitet. Doch in der Familie Tindall keimten erste Zweifel auf. In den ersten Tagen der Ermittlungen wurde der Name Patrick Scott nur aus formalen Gründen erwähnt. Er war ein Nachbar der Familie, der Großvater von Valeries Freundin und ihr gelegentlicher Arbeitgeber. Doch gerade diese Nähe weckte Shaynas Zweifel.
Sie beunruhigten nicht nur die Widersprüche in seinen Aussagen, sondern auch sein Verhalten, das ihr bereits einige Monate vor dem Verschwinden ihrer Tochter aufgefallen war. Laut Shayna schenkte Patrick Valerie auffallend viel Aufmerksamkeit. Er bot ihr oft an, sie mit dem Auto zu fahren, fragte sie nach ihren Plänen, und später erfuhr die Mutter, dass Valerie ihm über das Handy ihren Standort mitteilte. Das Mädchen erklärte, Patrick verfolge ihre Bewegungen aus Sicherheitsgründen, so wie er es angeblich auch bei seiner Enkelin tue. Shayna empfand ein solches Maß an Nähe zwischen einem erwachsenen Mann und einer 17-jährigen Schülerin als unangemessen. Obwohl es damals keinen direkten Grund zur Sorge gab, blieb ihr ein ungutes Gefühl. Nachdem sie Valeries Verschwinden gemeldet hatte, wurde Patrick zu einer ersten offiziellen Befragung eingeladen. Er erklärte, dass er sie am 7. Juni nicht gesehen habe und dass für diesen Tag keine Arbeit vereinbart gewesen sei. Später fügte er hinzu, er habe von seiner Enkelin gehört, Valerie habe angeblich vorgehabt, nach Indianapolis zu fahren. Die Enkelin jedoch widerlegte diese Aussage und erklärte, dass sie an diesem Tag keinen Kontakt zu Valerie gehabt habe und von einer Reise nichts gewusst habe. Aufgrund dieser Widersprüche führten die Ermittler eine zweite Befragung durch. Diesmal änderte Patrick seine Aussage grundlegend. Er behauptete nun, Valerie doch am Tag ihres Verschwindens gesehen zu haben. Nach seiner neuen Version hätten sie geplant zu arbeiten, aber der Auftrag sei kurzfristig abgesagt worden. Daraufhin habe Valerie ihn gebeten, sie in die Nachbarstadt zu fahren. Patrick versicherte, er habe sie dorthin gebracht, an einer Kreuzung abgesetzt und sei sofort wieder zurückgefahren. Diese plötzliche Änderung seiner Aussage weckte bei den Ermittlern erhebliche Zweifel. Auf die Frage, warum er dies nicht gleich gesagt habe, erklärte Patrick, er habe Angst gehabt, als Verdächtiger zu gelten. Die Ermittler hielten diese Erklärung für wenig glaubwürdig. Seine neuen Angaben wurden als vorsätzliche Irreführung gewertet, was zu einer vorübergehenden Festnahme wegen Falschaussage führte. Nach dem Gesetz erlaubte dieser Verstoß jedoch keine längere Inhaftierung. Nach Zahlung einer Kaution wurde Patrick wieder freigelassen. Doch von diesem Moment an galt er nicht mehr nur als Zeuge, er rückte ins Zentrum der Ermittlungen. Nach der Änderung seiner Aussage begannen die Ermittler, alle Details seiner Version zu überprüfen. Ein entscheidender Punkt war das Auftauchen mehrerer Zeugen, die behaupteten, Patrick am 7. Juni zusammen mit Valerie gesehen zu haben. Ein Nachbar berichtete, er habe Patrick am Steuer von Valeries Auto gesehen. 2 weitere Zeugen gaben an, die beiden am Vormittag gemeinsam auf der Straße gesehen zu haben. Diese Aussagen widersprachen klar Patricks ursprünglicher Behauptung, er habe sie an diesem Tag nicht getroffen. Einige Tage nach der Aufnahme der Zeugenaussagen machte die Polizei einen entscheidenden Fund. Ein grüner Honda Accord, Valeries Auto, wurde in einem Wohngebiet entdeckt, ohne Kennzeichen, sauber abgestellt und verschlossen. Es gab keine sichtbaren Spuren eines Kampfes oder andere offensichtliche Hinweise auf ein Verbrechen. Doch allein die Tatsache, dass das Fahrzeug bewusst bewegt und versteckt worden war, ließ die Ermittler aufhorchen. Zu diesem Zeitpunkt wurden Spürhunde eingesetzt. Die Tiere untersuchten das Gelände rund um Patricks Haus und zeigten ein auffälliges Interesse an einem bestimmten Bereich, am Boden neben einem künstlichen Teich. Mehrmals reagierten sie auf denselben Punkt, was auf das mögliche Vorhandensein biologischer Spuren hindeutete. Allerdings fanden die Ermittler dort weder Überreste noch materielle Beweise. Es gab keinen rechtlichen Grund für eine sofortige Durchsuchung des Grundstücks. Das Signal der Hunde wurde nicht als ausreichender Beweis für einen Durchsuchungsbefehl gewertet. In der Zwischenzeit begannen die Ermittler jedoch mit einer visuellen Überwachung des Areals. Nach einigen Wochen bemerkten sie auffällige Aktivitäten. Patrick begann, mehrfach an verschiedenen Stellen seines Gartens zu graben. An manchen Stellen füllte er zuvor ausgehobene Löcher mit Bauschutt und Erde auf. Sein Verhalten wirkte zunehmend nervös und unkoordiniert, als wolle er etwas beseitigen oder verbergen. Diese Handlungen wurden von den Ermittlern fotografisch und per Video dokumentiert. Das Verhalten des Mannes warf zunehmend Fragen auf. Gleichzeitig richtete sich die Aufmerksamkeit der Ermittler auch auf seine Ehefrau Linda Scott. Sie lebte mit Patrick im selben Haus und befand sich, nach den bisherigen Erkenntnissen, zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Tat ebenfalls dort. Dennoch wurde sie nicht offiziell befragt und gab keine öffentlichen Erklärungen ab. Die Ermittler schlossen nicht aus, dass sie etwas wissen könnte, doch es gab keine direkten Hinweise auf ihre Beteiligung oder ihr Wissen. Es wurde immer offensichtlicher, dass Patricks Grundstück entscheidende Spuren verbergen könnte, doch die rechtlichen Möglichkeiten blieben begrenzt.
Für den Beginn von Grabungen waren konkretere Beweise erforderlich. Die Ermittler mussten Wege finden, um legalen Zugang zu dem Grundstück zu erhalten, auf dem sich möglicherweise Beweismaterial befand. Nachdem sie Patricks Aktivitäten im Garten über Wochen hinweg beobachtet hatten, kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass die üblichen Verfahren nicht ausreichen würden. Auf Grundlage der bisherigen Indizien gelang es ihnen nicht, einen Durchsuchungsbefehl zu erwirken. Daher beschlossen sie, eine technische Untersuchung durchzuführen, eine topografische Vermessung des Geländes. Ziel war es, Veränderungen im Bodenprofil zu erkennen und Spuren kürzlich erfolgter Eingriffe festzuhalten. Die Untersuchung erfolgte mit Hilfe spezieller Bodensondierungsgeräte. Die gewonnenen Daten bestätigten, dass auf dem Grundstück mehrfach Erdarbeiten vorgenommen worden waren. An einer Stelle zeigte sich eine deutliche Anomalie, unregelmäßige Erdschichten und darunter ein rechteckiges, kompaktes Objekt. Diese Ergebnisse bildeten die Grundlage für einen Antrag auf Durchsuchungsbefehl. Das Gericht gab dem Antrag statt und am 28. November 2023 erhielt die Ermittlungsgruppe die offizielle Genehmigung zur Durchsuchung des Grundstücks. Die Grabungen begannen am nächsten Tag. Zunächst wurde der Bereich freigelegt, in dem die Unregelmäßigkeiten festgestellt worden waren. Der erste Fund war eine Holzkiste, in der sich mehrere Kassetten mit pornografischem Inhalt befanden. Auf den ersten Blick schien dieser Fund nichts mit dem Fall zu tun zu haben, doch die Ermittler gaben nicht auf. Sie setzten die Arbeiten fort und unter der Kiste entdeckten sie bald eine weitere, tiefere Konstruktion. Als der Holzdeckel geöffnet wurde, kam ein schwarzer Müllsack zum Vorschein. Darin befand sich eine Leiche. Aufgrund des Zustands der Überreste war es zunächst nicht möglich, die Identität festzustellen, doch anhand der Kleidung, der Statur und des Fundorts gab es praktisch keinen Zweifel. Eine spätere zahnärztliche Untersuchung bestätigte, die Leiche gehörte Valerie Tindall. Am Fundort wurden Spuren einer gezielten Begrabung festgestellt. Die Konstruktion war so angelegt, dass sie von der eigentlichen Grube ablenken sollte. Die erste Kiste mit den Kassetten diente offenbar als bewusste Täuschung, eine falsche Spur, die den Eindruck erwecken sollte, das Entscheidende sei bereits entdeckt worden. Doch die Ermittler ließen sich nicht täuschen, und ihre Ausdauer führte zum entscheidenden Durchbruch. Patrick wurde noch am selben Tag verhaftet. Unmittelbar danach durchsuchten die Ermittler sein Haus und das angrenzende Grundstück. Sie suchten nach weiteren Beweisen, fanden jedoch keine zusätzlichen Spuren. Patrick lebte mit seiner Frau in dem Haus, doch zunächst wurde nur gegen ihn Anklage erhoben. Aufgrund der gefundenen Leiche, der Widersprüche in seinen Aussagen und der bestehenden Indizien wurde Patrick zum einzigen offiziellen Tatverdächtigen erklärt. Direkt nach seiner Festnahme wurde er zur Vernehmung auf die Polizeiwache gebracht. Anfangs leugnete er jede Schuld. Er ignorierte Fragen, antwortete ausweichend und bestritt jegliche Beteiligung an Valeries Verschwinden. Die Ermittler versuchten, ihn emotional zu erreichen, erinnerten ihn an Valeries Familie und an die Folgen für seine eigenen Angehörigen. Doch all das blieb ohne Wirkung. Selbst die Erwähnung seiner Frau löste keine erkennbare Reaktion aus. Der Durchbruch kam, als die Ermittler sich auf den entscheidenden Punkt konzentrierten, dass die Leiche auf seinem eigenen Grundstück gefunden worden war. Sie stellten ihm die direkte Frage, wie das Mädchen in seinem Garten begraben worden sein könnte. Nach einer längeren Pause änderte Patrick schließlich seine Haltung und erklärte sich bereit, die Wahrheit zu erzählen, oder zumindest seine Version davon. Er präsentierte eine Darstellung, die den Tod des Mädchens als Unfall und nicht als geplantes Verbrechen erscheinen lassen sollte. Patrick behauptete, Valerie sei zu ihm gekommen, um Geld zu verlangen. Andernfalls habe sie gedroht, ihn wegen unangemessenen Verhaltens anzuzeigen. Er betonte, dass zwischen ihnen nie eine enge Beziehung bestanden habe und dass ihre angeblichen Drohungen reine Erpressung gewesen seien. Seinen Angaben zufolge kam es zu einem Streit, währenddessen Valerie begann, sich auszuziehen, entweder um ihre Anschuldigungen zu untermauern oder, wie er behauptete, ihn zu manipulieren. Er habe nicht verstanden, wie er die Kontrolle verloren habe und sie mit seinem eigenen Gürtel erwürgt. Nach dem Vorfall sei er in Panik geraten und habe die Leiche zunächst im Haus versteckt, wo sie bis zum nächsten Tag geblieben sei. Danach habe er sie in den Garten gebracht, eine Holzkiste gebaut und darüber einen Behälter mit Kassetten vergraben, um von der eigentlichen Grabstätte abzulenken. Um das Verschwinden zu vertuschen, habe Patrick Valeries Auto in eine andere Gegend gebracht und die Nummernschilder entfernt.
Trotz seines Geständnisses akzeptierten die Ermittler diese Darstellung nicht als vollständiges Bild der Ereignisse. Nach Ansicht der Polizei war die Version der Erpressung nicht glaubwürdig. Es gab keinerlei Beweise, die sie stützten. Weder in Valeries Nachrichten noch in ihrem Verhalten fanden sich Hinweise auf Drohungen oder Konflikte. Die Ermittler neigten zu einer anderen Erklärung. Patrick hatte ein krankhaftes Interesse an dem Mädchen entwickelt und versuchte, das Geschehen zu vertuschen, als die Situation außer Kontrolle geriet. Zwar gestand er seine Beteiligung am Tod Valeries, bestritt aber jede Absicht. Das Verhalten nach der Tat, das Verstecken der Leiche, die Beseitigung von Beweismitteln und seine Falschaussagen wurde als Beweis für einen bewussten Versuch der Vertuschung gewertet. Diese Punkte bildeten die Grundlage für den Fall, der kurz darauf an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet wurde. Nach seiner Festnahme und seinem Geständnis schloss die Polizei die Ermittlungen ab. Der Fall wurde an die Staatsanwaltschaft übergeben. Patrick entschied sich, den Fall nicht vor Gericht zu bringen. Im März 2024 unterzeichnete er ein Geständnis im Rahmen einer Vereinbarung. Gemäß dieser Vereinbarung wurde er zu 57 Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Angesichts seines Alters entsprach das faktisch einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Der Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Viele hatten ein härteres Urteil erwartet, doch die Anklage umfasste keinen vorsätzlichen Mord unter erschwerenden Umständen. Dieses Vorgehen ermöglichte es, ein langwieriges Verfahren zu vermeiden, führte jedoch zu geteilten Reaktionen. Einige Dorfbewohner hielten die Strafe für zu milde. Nicht weniger Aufsehen erregte die Höhe der Entschädigung, die zugunsten von Valeries Familie festgesetzt wurde, nur $10.000. Weder das Gericht noch die Staatsanwaltschaft erklärten, warum der Betrag so gering ausfiel. Angesichts des seelischen Leids der Familie wirkte die Summe symbolisch und ungerecht. Es wurden keine Berufungen eingelegt, doch die Enttäuschung der Eltern war bei der Pressekonferenz nach der Urteilsverkündung deutlich spürbar. Dort dankten Jack und Shayna den Ermittlern, Freiwilligen und allen, die bei der Suche nach ihrer Tochter geholfen hatten. Gleichzeitig äußerten sie offen ihr Bedauern über die Grenzen des Rechtssystems, das keine Antwort auf die wichtigste Frage geben konnte, auf die Frage nach Patricks wahren Motiven. Das Geständnis des Angeklagten überzeugte die Familie nicht. Sie weigerte sich, seine Version als Wahrheit zu akzeptieren. Ein weiteres Thema war die mögliche Kenntnis von Patricks Frau Linda. Sie lebte in dem Haus, in dem Valeries Leiche einen Tag lang aufbewahrt wurde. Nach Angaben der Ermittler wurde sie nicht als Verdächtige befragt und die Durchsuchungen ergaben keine Hinweise auf ihre Beteiligung. Trotzdem war die öffentliche Meinung überzeugt, dass sie von dem Verbrechen gewusst haben musste. Linda selbst schwieg zu dem Fall. Ihre mögliche Rolle blieb außerhalb des offiziellen Verfahrens. Kritiker wiesen darauf hin, dass ihre fehlende Reaktion auf die Ereignisse nicht allein durch Unwissenheit erklärbar sei. Valeries Eltern betonten mehrfach, dass sie überzeugt seien, Linda wisse mehr, als sie zugab. Die Behörden handelten im Rahmen des Gesetzes, und das Fehlen direkter Beweise schloss eine Anklage gegen sie aus. Die Untersuchung der Überreste machte es unmöglich, die genaue Todesursache festzustellen. Die Verletzungen erlaubten keine vollständige Rekonstruktion der Ereignisse. Damit stützten sich die Ermittlungen ausschließlich auf Patricks Geständnis. Es gab keine äußeren Beweise, die seine Version bestätigten, aber auch keine, die sie eindeutig widerlegten. Obwohl der Angeklagte verurteilt wurde, blieben viele Fragen offen. Die Umstände des Verbrechens, die Rolle von Linda und Patricks wahres Motiv wurden nie vollständig geklärt. Valeries Familie erreichte Gerechtigkeit, aber keine Antworten. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.